Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in meinem kleinen Eckchen hier auf Twitch und wie immer auch herzlich willkommen an alle, die später auf YouTube hier reinschalten. Wie immer gibt es dann die Timecodes unten in der Beschreibung für unsere Quests, die wir heute angehen. So, da bin ich mir sogar ziemlich sicher, was wir heute machen. Wir haben eigentlich zwei Dinge zu tun. Einmal die Reise in Schnappschüssen. Da weiß ich noch nicht genau, wie das letztendlich aussehen wird. Aber es ist nur ein Mini-Event. Also wird nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Und ich denke mal, da ist wieder nicht alles auf einmal freigeschaltet. Ansonsten haben wir hier den neuen Charakter Kamisato Ayato, der dazugekommen ist. Und zudem gibt es einen Legendenauftrag. Außerdem gibt es hier noch einen neuen Archontenauftrag. Allerdings machen wir den heute nicht, weil nächste Woche ist dann wieder ein neues Event freigeschaltet. Und da gibt es ein bisschen extra Content, wenn man bis dahin schon den Legendenauftrag vom Kamisato Ayato gespielt hat. Deswegen will ich das heute auf jeden Fall in Angriff nehmen, dass wir das beim nächsten Mal schon haben. Hoffe ich zumindest, dass ich das richtig verstanden habe. Ansonsten ist es auch nicht schlimm. So, es gibt auch das neue Gebiet, die große Kluft. Die habe ich mir auch noch nicht gegeben. Ich weiß nicht. Die wird wahrscheinlich nichts mit dem Kamisato Ayato zu tun haben. Das gucken wir aber dann uns ein anderes Mal an, denke ich. Mal gucken. Also, erstmal hier Reise in Schnappschüssen, dass wir das schon mal gestartet haben und schon mal wissen, was da Sache ist. Und dann treffen wir auf den Ayato. Das ist der Schwester von der Ayaka, heißt sie, ne? Ein Charakter, den ich auch noch nicht habe. Natürlich, neuer Charakter heißt natürlich neues Banner mit diesem Charakter. Allerdings werde ich wahrscheinlich nicht auf Ayato rollen, sondern auf Venti. Ich möchte gerne Venti haben. Den kann ich nämlich in diversen Teams eigentlich ganz gut brauchen. Und beim Ayato, ja gut, ist ein Damage-Dealer. Wäre auch nicht verkehrt, aber ich glaube, da muss ich andere Charaktere leveln als die ich jetzt habe. Und das ist ja alles sehr zeitaufwendig. So. Machen wir erstmal hier die Standarderledigungen. Und dann schauen wir mal. So. Ich glaube, ich hatte auch noch... Hatte ich noch was geschmiedet? Könnte ich aber auch noch machen. Nee, hatte ich noch nicht. Nee, muss jetzt auch nicht sein. Wir machen jetzt hier das mit den Fotos. Wir machen das mit den Fotos. Schnappschüsse. Geht nämlich nur noch 5 Tage. Mit Schuh. Von der Händlergilde Feiyun. Ein Gerät, das als Fotoapparat bezeichnet wird. Ja, als wenn wir noch keine Events mit dem Fotoapparat gehabt hätten. So, wo? Da, Lie. Ab dafür. Ah, bei dem Schiedwetter draußen ist Kakao. Genau das Richtige. Ach ja. Okay. Okay. Hier kriegen wir schon angezeigt. Leute, ich spiele derzeit zu viele Spiele parallel. Eindeutig. Jetzt wollte ich gerade mit mit Drücken des linken Sticks rennen. Das ist im Genshin Impact aber nicht so. Aber in Horizon Forbidden West und in God of War. Problem. Und da wiederum versuche ich immer mit der Schultertaste zu rennen. Funktioniert prima. So, Xu, was hast du denn zu sagen? Nun, dieser Fotoapparat macht ganz schöne Bilder, wenn ich das sagen darf. Fotoapparat? Oh ja, wir haben vor kurzem eine große Ladung neuer Waren von Fontaine importiert. Alles beliebte Waren, wie wir gehört haben. Es ist ein Apparat, du drückst einen Knopf und er erzeugt Bilder auf einem Stück Papier. Man nennt es einen Fotoapparat. Ich habe wirklich eine Menge Spaß damit. Hast du schon mal von so einem Apparat gehört? Ein wenig. Wirklich? Ich hätte wohl erwarten sollen, dass du mehr gesehen hast als ich, Reisende. Unser junger Meister hat auch großen Gefallen an diesem Fotoapparat gefunden. Er behauptet, dass er sich mit Sicherheit verkaufen wird.
Aber weil dies der erste Verkauf dieses Geräts wäre, haben wir keinerlei Garantie, dass es ein Erfolg wird. Daher haben wir beschlossen, eine Testphase durchzuführen, bei der die Bürger zunächst ein kostenloses Foto machen lassen können. Zu unserer Überraschung wurde dies recht herzlich aufgenommen. Einige Leute boten auch an, eine kleine Gebühr dafür zu bezahlen, dass wir den Fotoapparat mitbringen, um ein Foto für sie zu machen. Einige Leute baten auch darum, das Bild vor dem Versand zu rahmen und aufziehen zu lassen. Außerdem steigt die Zahl der Menschen, die zu uns zum Fotografieren kommen, von Tag zu Tag. Ich hatte vor, dies mit dem jungen Meister zu besprechen, aber er ist nun schon seit einigen Tagen fort. Wir wollen natürlich auch unsere Kunden nicht benachteiligen, deshalb haben wir uns um jeden bemüht, der sich fotografieren lassen wollte. Aber die Anzahl übertrifft langsam unsere Möglichkeiten. Reisende, kannst du mir einen Gefallen tun und diese beiden Bilder an unsere Kunden liefern? Klar, ich kümmere mich drum. Ich danke dir vielmals. Da sollten Namen auf der Rückseite stehen. Ach, ich muss in meiner Eile vergessen haben, sie aufzuschreiben. Entschuldige, aber du musst mir bei der Suche nach diesen Stellen helfen. Was? Die Bilder sind sehr scharf. Du solltest also in der Lage sein, auf Anhieb zu erkennen, wo du hin musst. Danke nochmals. Es tut mir leid, aber ich muss mich um andere Dinge kümmern. Okay. Jetzt haben wir diese tollen Aufnahmen eines Fotoapparats. Und jetzt erstmal, wo die überhaupt gelandet ist. Wahrscheinlich hier in der Liste. Da. So, was haben wir? Ah ja, okay, die Dame kennen wir. Den kenne ich auch. Das ist der Geschichtenerzähler, oder? Jetzt muss ich nur rausfinden, wo die standen. Hahaha. Okay. Wir kriegen wahrscheinlich keine... Nee. Wir müssen es einfach rausfinden. So, wo war die Dame mit der Kanne? Die Kannendame. Die Kannenadeptin. Die war doch bei irgendeinem Spielzeugstein. War die nicht hier oben irgendwo? Ich weiß es nicht mehr. Du Scheiße. Bisher hatte ich immer Questmarker. Da musste ich es mir nicht merken. So, und der andere ist doch hinten bei der Bank, oder? Glaube ich. So. Erstmal hier hoch. Ich meine, das war hier oben irgendwo, oder? Oder auch nicht? Jetzt mal hier die raren Items mitnehmen. Wo stand die denn rum? Stunden später. Ihr habt ja Zeit, oder? Hallo, Sakuta Impact. Nee, unten beim Hafen. Okay. Was, jetzt im Ernst? Ich war mir so sicher, die wäre hier oben irgendwo gewesen. Ich war mir echt sicher. Aber gut, mein Orientierungssinn. Na gut, also wieder runter. Unten beim Hafen. Ach, oder war die nicht irgendwie bei so einem Spielzeugladen? Ich weiß es nicht mehr. Heute ruckelt es aber irgendwie arg. Aber mein Ping ist okay, ja. Ist gut. Da ist sie. Ha! Aber ein bisschen erhöht, ne? Oder? Nee, gar nicht. Ja, doch, minimal. Minimal. Zu meiner Ehrenrettung. Oder? War Oma Schan. Ach nee, das ist ja dann... Ach. Dann ist das gar nicht die Adeptin, oder? Es geht um den Fotoapparat. Der Fotoapparat. Ah ja, ich war vor ein paar Tagen bei der Händlergilde Verjun und habe sie gebeten, hierher zu kommen und ein Foto für mich zu machen. Bist du nur gekommen, um diese Bilder zu überbringen? Ich danke dir vielmals. Okay, das stimmt schon mal. Das andere war der Geschichtenerzähler. Der müsste doch hier irgendwie bei diesem komischen Gebäude sein. Mit den vielen Treppen, oder?
So. Das war doch irgend so ein Restaurant. Das könnte aber auch auf der anderen Seite sein. Hm. Ach, da ist er doch schon. So, was ist denn los? Es geht um den Fotoapparat. Ah, stimmt, genau. Ich ging zur Händlergilde Feiyun, um sie zu bitten, hier ein Foto für mich zu machen. Wie ist es? Wurde das Bild bereits ausgedruckt? Ich will es mir mal ansehen. Oh, das ist gar nicht schlecht. Danke, dass du den Weg hier gefunden hast. Tada! Okay. Wo ist mein Herr nun schon wieder hin? Meine Güte. Oh, verzeiht, welcher Anlass bereitet mir das Vergnügen, die Herrschaften bei der Händlergilde Feiyun begrüßen zu dürfen? Es geht um den Fotoapparat. Konntest du die Bilder liefern? Alles erledigt. Vielen Dank, vielen Dank. Es tut mir leid, dass ich deine Zeit in Anspruch nehme, aber wir halten uns hier kaum über Wasser. Ah ja, bitte nimm diesen Fotoapparat als Dank für deine Hilfe. Oh, der muss doch wahnsinnig teuer sein. Das ist kein Problem. Ich meine, du hast uns geholfen, oder nicht? Das ist auch nicht gerade ein besonders teurer Gegenstand. Es ist nur ein Muster, das uns unser Partner in Fontaine gegeben hat. Es gibt zwar einige Unterschiede zum offiziellen Modell, aber die Grundfunktionen sind alle vorhanden. Für deine Bedürfnisse wird er definitiv ausreichend sein. Und wenn er dir gefällt, kannst du uns auch hier und da mit etwas Werbung helfen. Ah, trotzdem vielen Dank für deine Hilfe und nimm bitte diesen Fotoapparat mit. Okay, wir haben einen Fotoapparat, als wenn wir den nicht schon vorher gehabt hätten. Geh zu der Person, die ein Bild malt. Okay. Jetzt geht's auf jeden Fall mit dem Event los. Das ist in Inazuma. Aha. Aha. Moment, ich will erstmal noch... So. Aktionsbeschreibung. Asagiri, eine Illustration, leidet derzeit unter einem Mangel an angemessener Inspiration. Vielleicht kannst du ihr mit deinem Fotoapparat helfen, sich aus der kreativen Sackgasse herauszufinden. Okay. Nach dem Beginn der Aktion werden täglich 2 Orte zum Fotografieren freigeschaltet. Ja gut, das heißt, wir werden auf jeden Fall nicht alles hier im Stream sehen. Aber das macht ja nichts, ist ja wirklich nur ein Mini-Event. Ich würde jetzt da noch hin und dann gucken wir mal, ob wir nicht den Legendenauftrag dann starten oder ob vielleicht die Story auch ansatzweise interessant ist. Könntest du mitspielen? Du, im Moment ist schwierig, weil ich jetzt hier Events durchspielen will. Und das ist dann, ich glaube, bei Legendenaufträgen immer so eine Sache, wenn jemand mit im Spiel ist. So, sprich mit Asagiri. So geht das nicht. Wenn ich es noch länger hinauszögere, schaffe ich es nicht mehr, diesen Entwurf einzureichen. Herrje. Verzeihung? Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich werde ihm heute auf jeden Fall abgeben. Abgeben? Was, wie? Ah, warte, Fräulein Moriko, ich bitte dich. Hä? Es war also nicht Moriko. Sehr gut. Fräulein Moriko ist die für mich verantwortliche Redakteurin. Ich bin Asagiri, eine Art freiberufliche Illustratorin, denke ich. Fräulein Moriko ist die für mich zuständige Redakteurin. Illustratorin? Was ist das? Ihr solltet die kurzen Erzählungen vom Verlagshaus Yae gelesen haben. Gibt es in diesen Roman nicht gelegentlich Seiten, die nicht aus Wörtern, sondern aus Zeichnungen bestehen? Diese Art von Bildern, die in kurzen Erzählungen eingefügt werden, nennt man Illustrationen. Visual Novels halt einfach mal. Manche Autoren bestellen eine Illustration, wenn es bestimmte Szenen oder wichtige Handlungsstränge im Roman gibt oder wenn der Autor das Aussehen der Hauptfigur zeigen möchte.
Dies wird nicht nur die Erzählung für den Leser angenehmer machen, sondern auch den Inhalt der gesamten kurzen Erzählungen bereichern. Oh, das war's also. Kurze Erzählungen sind ziemlich kompliziert. Ich kann dir ein paar Bücher empfehlen, wie das Buch... Geht es dir gut? Schon gut, schon gut. Ich hatte noch nie eine sonderlich gute Gesundheit und ich bleibe immer lange auf, wenn ich illustriere. Und manchmal vergesse ich zu essen. Kenne ich irgendwoher. Allerdings aus der Phase bin ich schon raus. Und dann wurde meine Gesundheit noch schlechter. Warum malst du hier noch, wenn es dir so schlecht geht? Kannst du nicht nach Hause gehen und malen? Ich bin hier, um zu recherchieren. Ich bin in letzter Zeit völlig uninspiriert, was das Zeichnen angeht und habe mehrere Illustrationsentwürfe, die ihren Abgabetermin überschritten haben. Fräulein Moriko hat mir schon mehrmals geholfen, den Termin zu verschieben. Und sie wird böse sein, wenn ich ihn wieder nicht einhalte. Ich dachte mir, wenn ich etwas sehe, kann ich mich inspirieren lassen, also wollte ich etwas herumreisen. Als Ergebnis, wie du sehen kannst, es hatte nicht lange gedauert, bis ich in diesem elenden Zustand gelandet war. Ich gebe es halt zur Abenteurergilde und bitte jeden Abenteurer, der einen Fotoapparat hat, um Hilfe. Ach, dass wir von Fotoapparaten sprechen. Ich habe einen Fotoapparat. Haha! Huch, du hast einen Fotoapparat? Ich möchte Abenteurer bitten, alle möglichen Fotos mit dem Fotoapparat zu machen. Ich habe gehört, dass es da draußen viele interessante Orte gibt. Wie der verschneite Berg in Mondstadt, das Gebiet mit den Säulen in Lie. Und es gibt noch mehr. Es gibt einen Ort in Lie, der Julian-Cast genannt wird, wo angeblich Adepten leben. Die Behausung der Adepten. Allein der Gedanke daran bringt mein Blut in Wallung. Aber leider lässt es meine Gesundheit nicht zu, dass ich wirklich dorthin reise. Aber wenn du diese Landschaften mit dem Fotoapparat einfangen kannst, kann ich sicher... Hey, beruhige dich. Überlass das mir. Tatsächlich großartig. Ich habe eine Menge Dinge, die ich sehen möchte. Warte, ich suche sie einmal für dich raus. Übrigens, mach dir keine Sorgen wegen der Entlohnung. Ich habe noch etwas gespart. Wo ist mein Notizheft? Mein Heft. Okay, neue Fotos. Und jetzt Fotoalbum. So. Orte zum Fotografieren. Mondstadt, die Kathedrale. Okay, fotografiere die Wawonios Kathedrale. 3 Fotopunkte müssen im Bild sein. Die Figur soll in die Kamera sehen. Fotografiere den Moment, in dem die Figur ihre Animo-Elementarfähigkeit auslöst. Ei, sonst noch Wünsche. Das ist ja umfangreich. Sage des Ritters im Wind Teil 3. 2. Fotografiere von einem gewissen großen Baum. Ja, 2 Fotopunkte müssen im Bild sein. Die Figur gehört dem Ordo Favonius an. Ah! Okay, spannend. Fotografiere zwischen 8 und 12. Das sind ja richtig anspruchsvolle Aufgaben. Dann machen wir die beiden Bilder mal. Geh zum Fotografieren. Kann ich jetzt direkt hin? Nee, ich kann es nur verfolgen. Okay, aber dann teleportieren wir uns jetzt mal dahin. Das ist ja nett. Aber da musst du schon einen großen Figurenfundus haben, oder? Aber es gibt richtig viel Urgestein, ne? Habe ich das gerade richtig gesehen? 70 oder so, ne? Ne, 30. Okay. Wie viel kriege ich denn für den Legendenauftrag? Vielleicht können wir ja heute schon mal rollen. Hm. 350 brauchen wir noch. Ja, im Zweifel können wir das mit Fotos zusammenkriegen. So. Hier haben wir ja die Kathedrale. Da ist der Fotopunkt. Und wir müssen jetzt eine Figur ihre Animo-Fähigkeiten einsetzen lassen. Welche nehmen wir denn? Nehmen wir mal... Sucrose? Vielleicht? My experiment will So. Hey! Leg zuerst den Fotoapparat an. Okay. Kann ja nicht so... Ich hab doch schon einen, seht ihr? Ich hab schon einen gehabt. Welchen von beiden darf es denn sein? Fotoapparat? Besonderer Fotoapparat.
So. Die kann ich auslösen. So. Ja. Kann man ein bisschen rauszoomen vielleicht? Ey, komm, konzentrier dich. Mist. Moment. Gleich haben wir es nochmal. Wir müssen eben warten. Aber das ist doch eigentlich ganz nett. Wenn sie da ein Tänzchen aufführt. So, Moment. Ja. Ist doch nicht schlecht. Da kriegen wir noch ein schöneres hin. Kurz warten. I just need a moment to quickly take down some notes. Absorption test. Ui, der ist doch gut geworden. Der ist doch gut geworden. Das gefällt mir. Das können wir verwenden. Damit können wir arbeiten. So. Wenn schon, dann auch richtig, ne? Dieser Schriftsteller schrieb eine Geschichte, die im Mondstadt zu beginnen scheint. Und diese Skizze hier sollte auf der Umschlagseite des ersten Bandes des Romans stehen. Mondstadt, die Stadt der Poesie, des Weins und des Löwenzahns. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es in Mondstadt eine große Favonius-Kathedrale. Ah, das klingt genau richtig für den Beginn eines großen Abenteuers. Du hast mich nach den Fähigkeiten der Hauptfigur der Geschichte gefragt. Da es Mondstadt ist, wird es natürlich die Anemo-Kraft sein. So, und jetzt gehen wir nochmal rüber zu dem Baum. Die Figur gehört dem Ordo Favonius an. Da würde ich vielleicht zu Jean tendieren. Deswegen habe ich sie jetzt nicht genommen, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Nehmen wir Jean aufs Foto. Die betet ja da hinten auch immer, ne? Let the wind lead. So. Passt die Uhrzeit? Wo ist denn der Fotopunkt? Hier. Wo? Da hinten. Ganz da hinten. Okay. Ach, was wollt ihr denn? Nein, den da solltest du machen. Ach. Mach doch einfach, was man dir sagt. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ach, da sind die blöden kleinen Nervviecher, die Feuer unterm Popo brauchen. Mist, wo ist denn jetzt... Hä? Wo ist denn jetzt der Kamera? Da. So. Das war eigentlich okay so. Können wir jetzt reinzoomen? Reicht. Schnell auswechseln, bevor uns da der Schleim ärgert. Obwohl, wir können ja auch einfach wegrennen. I'll bring my seasonings. So. So, und wahrscheinlich wird es da auch keine Abschlussquest oder sowas für geben. Ich denke, das wird jetzt so durchgehen. Ja, Moment. Ausrufezeichen. Ach so, weil ich da die anderen Fotos noch nicht habe. Ja, gut. Gasthaus Wangshu. Gasthaus Wangshu, 2 Fotopunkte. Mittags oder abends. Die Figur soll in die Kamera sehen. Easy. Das kriegen wir hin. Aber nicht jetzt.
Wir machen jetzt, den Legendenauftrag für dich. Haben jetzt hier mal reingeschaut. Alles tutti. Ansehensbelohnung, wofür das denn? Mich nervt, dass es da steht. Eigentlich muss ich mir die Sachen nicht mehr abholen, weil ich ja schon auf maximal bin. Teleportation ist im Moment nicht möglich. Warum nicht? Weil ich noch am Fotopunkt bin. Was legen wir denn hier an? So, den Essensbeutel. Ich will doch hier gar kein Foto machen. So, darf ich jetzt? Gut. Gut. Jetzt nochmal. Nach Lie, Ansehensbelohnung wegpacken. Und dann gucken wir uns den Ayato an. Auch wenn wir hinterher auf Venti rollen werden. Haha. So. Hier war es, ne? Ja. Jetzt habe ich den Fotopunkt noch markiert. Echt? Mensch. Das stört doch. Ist denn die ganze Zeit die Anzeige da? Was denn jetzt? Hä? Da ist es doch. Ey, ich stehe heute echt auf dem Schlauch. Das gibt's ja gar nicht. So. Schnappschüsse. Okay, da gab's jetzt extra nochmal. Ja, why not? Oh, das sind aber neue Quests dazugekommen jetzt seit dem letzten Mal. Ja gut, mit dem neuen Gebiet da hinten. Aber wie gesagt, das geben wir uns später, weil das bleibt, glaube ich, dauerhaft. Das ist nämlich hier hinten. Das ist ein kleines neues Gebiet. Aber wie wir ja wissen, selbst so ein kleines neues Gebiet kann ja in diesem Spiel echt riesig sein. Wie viel ist denn hier noch potenziell? Oh, viel. Viel, viel, viel. Da geht's also noch ordentlich vorwärts. Ja, ich bin mal gespannt, was so die nächste Stadt sein wird. So, Ayato. Jetzt aber hier. Da ist nämlich die ganze Zeit das Ausrufezeichen. Ihr seht, ich war auch nicht unfleißig. Ich war fleißig und habe mal wieder ein paar Dailies gemacht zwischendurch. Damit wir hier wieder Schlüssel auf Vorrat haben. Zack. Und dann gucken wir mal, wo der gute Junge sich rumtreibt. Ein Wutong-Blatt fällt. Geh nach Inazuma? Was ist die Aufgabe? Geh in die Straßen der Stadt Inazuma. Das kriegen wir hin. Hoffe ich. Na, würde ich sagen, teleportieren wir hier hin. So. Ab dafür. Ayako kommt, glaube ich... Nee. Ayaka kommt auch vor. Glaube ich. Wenn ich den Promo-Videos Glauben schenken kann. Das muss ich wenigstens nicht vorlesen. Those two look familiar. Ah, it's Ippei and Shinojo. Ja, Ippei und Shinojo. Ich erinnere mich absolut. Wer ist es nochmal? What? You forgot already? Ja? That one is Shinojo. Back when we first arrived in Inazuma, we escorted Hiragi Chisato out of Rito with him.
remember? That's how we got out. Aha, okay, klar. Next to him is Ippei, Kujo Kamaji's servant. That day when we hung out with A, he came and told us that Kujo Kamaji had gone missing. He was really worried. Dein Gedächtnis ist so gut. Besser als meins, offensichtlich. All part of Paimon's job as your guide. Von Festführern. Anyway, let's go say hi. Hi, Ippei. Hi, Shinojo. What are you guys doing here? Oh, it's you. Thanks so much for your help last time. I was just ordering some clothes when I ran into him. You know these two as well? Wer seid ihr? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss meine eigenen Videos mal nachschauen. Yes, they helped me and Master Kamaji out a great deal last time. I've never had the chance to say thank you properly. Ja, genau, schämt euch. What about you? How do you know them? Also a chance encounter. Our lady had them join us as additional guards for a goods escort in order to sneak out of Rito undetected. So we all know each other, huh? Ach, das war die Tante mit dem Liebesbrief, oder? Und die hat ihn dann vorgeschickt? Kann das sein? Nagelt mich nicht drauf fest. Not exactly. We've only just met. We both came here to order some clothes and got to chatting. Somehow we ended up on the topic of Master Kamaji and Lady Hiragi's relationship. Wait, it's okay to talk about that, right? It's probably fine. They've known about it for a long time already. Oh, yeah! Paimon remembers those two had a thing. In fact, that was why Chisato wanted us to deliver a letter. Ja, das war die wollte, dass wir einen Brief bringen, damit wir aus dieser Stadt rauskommen, ja. That's old news, though. So, why has it come up now? Are they taking the next step or something? We have reason to suspect that they'll be getting married soon. Wow, that's great! They can finally make it official! Of course, this is just personal speculation. They haven't announced anything, and we wouldn't dare to ask. I was instructed to place an order for some formal wear for a big banquet. Turns out that Ippei received the exact same instructions as I did. Achso, der eine gehört zu der Shisato und der andere zu dem Auserwählten. Oder wie war das? They're both preparing for a banquet at the same time. They're both purchasing the kind of fine wine and confectionery normally reserved for big festivals. It's hard not to put two and two together. Lady Hiragi has been in high spirits recently, and I heard she's on a diet as well. Surely it's all for the wedding. This is wonderful news! But, What's wrong? Oh, don't mind me. She's about to be happily married to the love of her life. I genuinely couldn't be happier for her. Right? I think so too. Yes, but we shouldn't let ourselves get overexcited. What if it's all a big misunderstanding? As things stand, we have no actual proof of a wedding. Now, if they sent me out to deliver wedding invitations, that would be a different story. Shinoju doesn't look like he's taking this very well at all. Scheint nicht bei sonderlich guter Laune zu sein. Sorry, I just haven't slept well recently. Auch das kenne ich. I'm ashamed to be so out of sorts at work. I'm not living up to my responsibilities, either to the Kanjo Commission or to my lady. Are you worried about their wedding? Not exactly. It's just everything feels kind of up in the air until they make it official. I get what you mean. I really do. We need this wedding to be set in stone before the celebrations can really begin. Eigentlich verstehst du das gar nicht. What should we do? Should we just straight up ask them? Wollt ihr heiraten? I don't know. That seems a bit rude. Die für diese Angelegenheiten zuständige Yashiro-Verwaltung sollte sich dessen bewusst sein. Right! If Guter Ayaka Grund. knows about it, that means it's a sure thing. I don't think it's a good idea to bother the Yashiro Commission about this. It's fine. She and Ayaka are practically best buds. There's nothing to worry about. Ich sag doch, so Ayaka kommt auch vor. I see. Then thank you.
Thank you very much. Having a definite answer will stop my thoughts from running wild. Let's go to the Kamisato estate. Und Ayaka ist nicht zu Hause und wir treffen auf Ayato. Ganz einfach. Ach so. Stimmt, das war ja ein bisschen weiter weg. Einfach hin teleportieren. Besser ist das. Naja, zu Fuß ist das ein bisschen weit. So. This place impresses me every time I come here. It's so magnificent, but still so elegant. We'll just wait here. We don't want to cause any extra trouble for you. Ja, Wouldn't genau. mind. Ist ja nicht so, als wenn ihr uns einfach die Arbeit aufhalst. Honestly, even if we did come with you, we wouldn't know what to say or do once we were inside. So we'll just leave you to it. All right then, we won't be long. Gut, dann gehen wir halt alleine, wenn ihr euch nicht traut, ihr Schisser. Mikro mal ein bisschen näher holen hier. So, besser. Without looking at the board, you've ruined my strategy in one move. Amazing. Now what should I do next? Ayaka, Toma, it's us! Hey guys, it's been a while. If you're looking for my lady, I'm afraid she's not here right now. Oh? That voice. Toma, would that happen to be the traveler? Yes. Greetings, traveler. Ayaka speaks of you constantly. Finally, today is the day. I am head of the Kamisato clan and Yashiro commissioner, Kamisato Ayato. Okay. Hallo. Greetings, both. I have long been indebted Für to die you on my sister's Pflege. behalf. Finally, I have the chance to express my profoundest gratitude to you in person. Also gepflegt haben wir sie jetzt nicht gerade, aber gern geschehen. Ayaka is out today. If you are here regarding anything related to the Kamisato clan, you are quite welcome to discuss it with me instead. Oh, hi. Your flattering words flatter us. Please excuse the suddenness of our visit, for it is most improper etiquette. Why on earth are you talking like that? Well, he seems like a pretty powerful person. Weil er krass He's already aussieht. listed as Paimon's list of people to never mess with. Provoziere sie niemals Liste. Look, as soon as he stands up, the whole atmosphere in the room changes, and it feels like you gotta be super polite. Schön, dass du so offen drüber redest, wenn eigentlich alles so höflich sein muss. You shower me with praise undeserved, my little guest. There is no need to be quite so formal. This is a private residence, so please, relax. Oh, good. Because that whole spiel was really tiring just now. Alright, now that that's over, Paimon's just gonna ask the question. Paimon fügt sich zu gut in ihre Umgebung ein. We heard a rumor that Kujo Kamaji and Hiragi Chisato are gonna get married soon. Do you know anything about that? Oh? I wouldn't have thought you'd heard about that yet. Ich hatte einige Begegnungen mit ihnen. I see. Well, it's true. It wasn't long ago that I received the news myself. The head clans of 2 commissions are to become joined through marriage. This is big news for the whole of Inazuma. Since the Yashiro Commission presides over cultural and ceremonial affairs, it closely involves us, too. Yes.
And since the commissions are kind of the face of the almighty shogun to the masses, this wedding is one that we have to treat as a serious affair. Right, makes sense. Ah, two true lovers becoming husband and wife. What a happy occasion. Gut, dass geklappt It hat, is. ja. High-profile matrimonial links between two commissions are extremely rare. But these two truly love each other. Tradition should give way to freedom in this case. All right then. I'll be sure to pay them a visit to send the best wishes of the Kamisato clan. Ach, das habt ihr noch nicht erledigt. Muss ich erst kommen und Erinnerungen verteilen? No need. I'll visit them personally this time. Huh? But you have other things to be doing. This is a marriage between the Kujo clan and the Hiragi clan. The Kamisato clan must demonstrate an appropriate level of respect. The work of the Yashiro Commission is indeed multifarious. Normally, weddings and other ceremonies would come under the supervision of my sister, but she is presently occupied with other matters, and I happen to have a little time to spare. This will be a good chance for me to pay a visit to the bride and groom. Oh, and would you two care to join me? Wir? I presume you two have a special connection with the individuals in question, or you would not be quite so interested in this matter. Ja, so ein bisschen. This being the case, why not come and offer your best wishes too? Or is my presumption incorrect? Oh, it's not as interesting as you make it sound. No special connections here. Super ordinary ones, actually. We just agreed to help deliver a letter this one time, that's all. Although, wait. Does that mean we helped make this wedding happen? Es ist ein Schicksal, sich zu verlieben. Alright then. Lass es gemeinsam hingehen. I cannot thank you enough. Your mere presence shall surely mean we are spared the futile pursuit known as small talk. Wait, you're the Yashiro commissioner, but you can't do small talk? Small talk is a chore. Of course, there are some people in the world who quite enjoy doing chores, but I am not one of them. Toma, I'm heading out with my two guests now. I'll leave the residence in your capable hands. Not a problem. Take care, my lord. Also die deutschen Übersetzungen haben immer weniger mit dem zu tun, was auch im Englischen gesprochen wird. Eieieiei. Das war alles auch schon mal von höherer Qualität. Wir können auch noch einen Probelauf mit dem machen. Könnten wir eigentlich auch noch machen. Jetzt? Warum nicht? Einfach mal, weil wir werden bestimmt gleich noch irgendwie einen Kampf mit der Figur bekommen. Dass wir schon mal ein bisschen vorbereitet sind. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt nach draußen. Ach so, zu den beiden jetzt, oder wie? Oder? Oder vielleicht... Ich wollte gerade sagen, nicht in den Teich springen, aber zu spät. Hallöchen, Tron. Der Sonnenhut. Vielleicht hilft es, den Wintergott zu vertreiben und endlich den Sommer einzuläuten. Hashtag mir ist kalt. Da haben wir was gemeinsam. Mir ist nämlich auch kalt. So, Sonnenhut. Oh. Sonnenhut. So. Ah. So. Sonnenhut. Mir ist auch kalt. Ich sitze hier tatsächlich mit warmem Kakao. Da. Und ich gebe es ja zu, einer Wärmflasche auf dem Schoß. Es ist echt kalt. So, irgendwie, er passt nicht, aber scheißegal. Ich muss mal gucken. Sehr gut, da wird er direkt wärmer, meinst du? Das Problem ist, wenn ich jetzt hier so... sieht man mein Gesicht nicht, oder? Doch, geht irgendwie. So, ihr seid endlich Yashiro Commissioner. von der Yashiro-Verwaltung.
Who are these two? They're friends of ours. Paimon will do the introductions. So it's true. Well, there we have it. That's it then. So be it. Oh je. Pat, Pat. Alles wird gut, Junge. Alles wird gut. Du findest auch noch jemanden. Great, so our hunch was spot on. It is a little inappropriate for me to have shared news of this magnitude with you. So I would be much obliged if you could keep it in strict confidence until an official public announcement is made. Don't worry, sir. We give you our word. We won't tell anyone about it. Wir werden niemals Unsinn reden. Das hat aber... Und er sagte jetzt, wir werden es niemandem erzählen. Also... Was ich gerade zur Übersetzung sagte. That puts my mind at ease. Now, on the topic. We'd like to pay a visit to the Kujo clan. Would you mind leading the way for us? Of course not. I guess this is where I... Oh. Goodbye then. Aw, cheer up, Shanojo. I'll try. Thank you. Oh. Es tut mir irgendwie leid. Auch wenn ich mich nicht an dich erinnern konnte. Du tust mir trotzdem leid. Also so dunkel erinnere ich mich. Ganz dunkel. So. Hallo. Du hast uns was zu erzählen? All right then. Please excuse me. I'll lead you to it from here. Was? Okay. Thanks, Ipe. I apologize that your impromptu visit comes at a busy time for us, Commissioner. Otherwise, you can be sure that we would have prepared a more extravagant reception. I don't mean to impose, Sir Kujo. In fact, I'm not here on official business at all. I heard the good news about yourself and Lady Hiragi. What a glorious marital alliance this shall be. I'm truly honored. I hope the news didn't come as too much of a surprise. Hey there! We came to congratulate you as well! Genau, wie ist es dir ergangen? Since the incident with the Takatsukasa clan, things in the Tenryou Commission have slowly started to stabilize. I'm still acclimating to the position of acting head of the clan. I just hope I'm up to the task, so I can live up to everyone's expectations. You're far too modest. The public thinks very highly of you. They say you're hardworking, upright, and responsible. I'm flattered, but I wouldn't have achieved anything without the support of my people. Thanks to them, everything is gradually stabilizing, and I've finally had the chance to focus a little on my personal life. Well, you're certainly making big progress in that department. Mhm, toll, der Brief wurde nicht umsonst verschickt. Come on now. You're embarrassing me. Wieso? Pardon me, It's perfectly all right. Please, continue. It's a joyous occasion. Light-hearted is exactly how things should be. Really, who stays stony-faced when talking about a wedding? You're right. But I am curious to know, what's your honest opinion on the whole thing? Do you think it's too sudden? Ey, du kriegst doch wohl nicht etwa kalte Füße hier. Of course not. Where there is true love, nothing should be allowed to stand in its way. No doubt people will offer you a colorful variety of opinions. But of course, you will have factored this into your decision, and I'm sure you are prepared for whatever challenges may lie ahead. Indeed I am. So, please be confident. When your mind is made up, you ought not be worried about things for which you are already well prepared.
Nevertheless, there is just Die one Übersetzung. small aspect of this that puzzles me a little. Oh. Was denn? Please, go ahead. You've been working hard to bring the Tenryou Commission in line. This is positive, and no doubt the beginning of important change. But on the other side of this equation, Lady Hiragi's father, Hiragi Shinsuke, is still in prison. Was? Ist er? Echt? If you choose now, of all moments, to announce a marriage between the Hiragi and Kujo clans, the kinds of rumors that may begin to spread both among the general public and in the Kanjo Commission. Yeah. Couldn't have put it better myself, Sir Kamisato. This has been my biggest concern for quite a while now. Hiragi Shinsuke is firmly against me having any contact at all with Chisato. In the past, we've always had to communicate in secret by sending letters. So although now may not look like the best timing for this marriage, it may well be the only opportunity we have. Ach so, schnell heiraten, bevor der Vater wieder aus dem Gefängnis kommt. So, ihr Schlingel. Habe ich das richtig verstanden? Oh, that guy? Yeah, he acts like this sweet old man, but he was determined to make as much trouble for us as possible. Oh, he is the worst! Wie böse! I can see where you're coming from. But you're only postponing the problem, not solving it. You will still have to face it sooner or later. Yes, I'm well aware of that. But since Chisato had the courage to ask me to marry her in spite of everything, how can I disappoint her? Also hat sie es angesprochen. Well, sort of. She raised the idea in a letter, and after some initial hesitation, I went to meet her and have a serious conversation about our future. It's funny, actually, because when I formally proposed to her in person, she denied having ever written that letter. Was? So coy. Wer hat danach geholfen? Huh? Really? Möglicherweise ein impliziter Ausdruck? She didn't say. She just acted confused by the whole thing. She really committed to it. I'll never forget the look on her face. Da hat doch jemand nachgeholfen. Oh. Da hat doch jemand nachgeholfen. Anyway, as her boyfriend, I knew she was just pretending, so I played along and said, I was only joking about the letter, and then I proposed. Das ist aber eine sehr seltsame Geschichte. After making some disgruntled noises about me making a stupid joke, she blushed and said yes. We spent that afternoon working through all the details of the wedding. Okay. So you discussed it and decided on a date. Ja, Hauptsache Hochzeit, ne? We did. I guess it was a chance to finally express our commitment to one another. And you know what? I think it was about time. Guck mal diesen Heiligenstrahl da im Hintergrund. No matter what happens next, I will always be there for her as the one person she can always rely on. Oh, give me a break. Sorry, but Paimon's been wanting to say this the whole time. Is it just this dude, or does everyone in love act like this? He just won't stop talking. Aber vielleicht ist dies kopflos verliebt. Das Leben ist seltsamer. Apologies, my friends. And also to Sir Kamisato. I must sound like a fool. Far from it. On the contrary, seeing you so positively smitten puts my mind at rest. No surer evidence could there be of your true feelings and your commitment. If I had any reservations before, I certainly don't now. I wish you a joyous wedding when the day comes. Irritating to see you all smug like this. It's still a happy occasion. Good luck on the day, and Thank you all. It means a lot. We have some other business to attend to now. Until next time. Very well. I'll see you out. Okay. Wer hat da gekuppelt? Na? Geht's nicht weiter? he seems busy. That must be true for anyone about to get married, right? It's a happy kind of busy, though. You're right.
Kujo Kamaji is on Cloud 9. What do you think, Traveler? Mich interessiert, wie alles begann. He chalked it up to her being coy, but that doesn't sound like the Hiragi Chisato I know. It bothers me also. But, unfortunately, attempting to seek the truth of the matter would likely be fruitless. Warum? Yeah, how come? Whenever we come across stuff like this on our adventures, we always find a way to get to the bottom of it. Jawohl. I see. So that's how adventurers think. In my opinion, we face two obstacles in this case. Firstly, we have very little information to go on, and I must be cautious about taking a stance. This makes it difficult to investigate. Warum denn? Wo ist denn das Problem? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Secondly, and more importantly, the person involved doesn't seem to care. Gut, das ist was anderes. If we intervene without his blessing, good intentions may lead to catastrophic results. Das stimmt. You do have a point. Kamaji doesn't seem worried at all. Aber die werden doch irgendwann sowieso drüber sprechen und dann nochmal rausfinden, da lief irgendwas komisch. Everything in the world is intertwined. What looks like a simple outcome is often the result of multiple conflating reasons. Seeking the full truth would be a long and laborious process. It would be inefficient. So etwas ist bei deiner Arbeit schon mal aufgetaucht? Sort of. I have to take this approach, or the work of the Yashiro Commissioner would never be done. My opinion is something like this. When something strange happens, instead of trying to find out what could have caused it, it is better to look at the situation itself. Gut, ja, jein. So ähnlich sehe ich es aber auch. Wenn irgendwo Theater ist, geht es erstmal um die Situation an sich. Weil wie es dazu gekommen ist, kannst du später immer noch rausfinden, weil das Kind ist eh in den Brunnen gefallen. Also das ist tatsächlich ein Weg zur effizienten Problemlösung, auch wenn es hier ein bisschen komisch umschrieben ist. Ich tippe mal drauf, dass das auch wieder Übersetzung ist. Aber da kann ich schon zustimmen. Wenn ihr ein Problem habt, konzentriert euch erstmal aufs Problem, dass das gelöst wird. Und später kann man dann nochmal Revue passieren lassen, wie es dazu gekommen ist und wie man es dann vermeiden kann. Tipp fürs Leben. If the outcome is positive, and no one was deceived or harmed in the process, then it is acceptable. Auch wieder wahr. Oder man lässt es einfach bleiben und spart sich die Zeit, wenn es sowieso keinen Nutzen bringt. Naja, gibt es wirklich keine nachteiligen Auswirkungen? Das ist an der Stelle die Frage. Ich finde es schon irgendwie komisch, ne? Man sollte vielleicht schon wissen. Man sollte den Brunnen besser absichern, so häufig wieder Kinder reinfallen. Ja, aber man sollte vielleicht das Kind erstmal rausziehen und dann kann man den Brunnen auch absichern. Vorher absichern ist halt irgendwie ungünstig. Und vorher darüber diskutieren, wie man den Brunnen absichert, lässt das Kind ertrinken. Mann, hier wird's philosophisch. Gibt es wirklich keine nachteiligen Auswirkungen? Das ist hier jetzt wirklich die Frage, weil irgendwer hat da gedreht. Und warum hat der gedreht? Und könnte das Probleme geben? In dem Fall? We don't know yet. After all, we don't know what Hiragi Chisato's thoughts are, do we? I have to say, I'm impressed by your ability to zero in on the issue from such a short meeting. Most insightful of you. Ja. You are thorough and thoughtful, just as my sister describes. Aufmerksam und gründlich. So bin ich But mal. Chisato and Kamaji have already talked everything through, haven't they? Only if we are to take Kujo Kamaji at his word. But there are two sides to every story. I wish to know Hiragi Chisato's angle on this. Huh. Makes sense, but Paimon still doesn't quite get it. Don't worry about it. I was planning to visit the Hiragi clan to deliver my best wishes anyway. Let's take the opportunity to hear her thoughts. Ja, gut. If she's as committed as Kujo Kamaji, perhaps they can navigate the challenges ahead successfully. But if not... Well, life isn't always a smooth journey. So, wir können das Hütchen wieder abnehmen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Das haben wir ein ganzes Stück jetzt. Aber wahrscheinlich einmal quer durch die Stadt, oder? Nee, ach Gottchen. In die andere Stadt rüber. So.
So, weiter geht's. Jetzt bin ich ja... Wer hat sich denn da was einfallen lassen? Das war wahrscheinlich der böse Papa. Passt mal auf. Aus dem Gefängnis heraus. Hat er sich gedacht, hey, tun wir den Kindern mal was Gutes. Dass man nicht immer so der Arsch ist. Ich habe keine Ahnung. Aber da die den Vater gerade noch mal so extra erwähnt haben, wer weiß. Und direkt wird es wieder Winter. Oh, es tut mir aber leid. Should we also invite some prominent business leaders who frequently visit Rito? At the very least, we should send them invitations. I agree. Ah, hello there, Yashiro Commissioner. To what do we owe the honor on this fine day? As it happens, I'm here regarding the same wedding I believe I heard you discussing just now. I come bearing the felicitations of the Kamisato clan. Would Lady Hiragi happen to be available at this moment? Our lady is entertaining guests right now, and we're not entirely sure how long she will be. Na, wen trifft sie denn da? But please, do come in. We will arrange some tea and snacks for you and your attendants. Also Tee und Snacks geht auch. Kein Problem. Paimon is not an attendant. Ey, Paimon, ruhig, es gibt Tee und Snacks. You misunderstand. These two are dear friends. Enge Freunde. Wir kennen uns jetzt vielleicht seit einer Viertelstunde. Aber wir sind schon enge Freunde. You're too kind. We don't wish to impose. We'll just wander around in the general area. Apologies for the interruption while you're busy with Tee preparations. und Kekse! Please, let us know once Lady Hiragi is available. Nonsense, Commissioner. No imposition at all. This wedding is a joyful occasion, and all the other clans who serve the Hiragi clan are most delighted for them indeed. We're merely doing the best we can to make this wedding as grand an affair as possible. When the time comes, we'll invite everyone in the clan and even the general public to attend. That sounds splendid. We'll leave you to it. Take care, Commissioner. Aber Tee und Kekse! Seems like you guys talked a lot without actually saying anything. Hence why I dislike small talk. Our timing was not ideal, but never mind. I spotted a stall on our way over where we can pass the time. Tee und The owner Kekse? always manages to come up with novel ideas. I'm one of his regular customers. Tee und Kekse? Oh, it's Tomoki. Ah, it's you. Good to see you again. Seems like you're always showing up with the VIP info. Ja, ja. Wieso wir? Ich dachte, er ist Stammkunde. Oh? So you know the owner as well? Yep, we tried his dango milk a while back with the almighty Shogun in Inazuma City. Ach ja, stimmt, Kloßmilch. Ah, I see. So you were involved in that. Oh Gott, was haben wir jetzt schon wieder angestellt? I'd caught wind of this dango milk, but I didn't know that it had anything to do with you two. Ein wenig überraschend. I always order one of his creative drinks whenever I pass the stall. Flavor is always new and interesting. When I noticed he'd set up shop in Rito, I simply had to come by. Oh, thanks to you all, my business is finally beginning to take off. More and more people are willing to give my creative cuisine a shot. It gave me the confidence to decide that I'm going to stick to creative cuisine from now on. On the one hand, I wanted more people to be able to try out my culinary creations. On the other hand, I wanted my customers to experience the joy of being creative too. So I gave it a lot of thought and finally Ui, came up with an was all-new ist jetzt? business concept. Sauerkrautsaft. Sounds interesting. What is it this time? Rote Beete-Nektar. I've decided to give complete creative control to the customer. I offer Grünkohl-Smoothie. all sorts of ingredients, and they pick and choose whatever they want to mix with their milk or tea. Also Tee mit Schuss. Na gut. As well as dango, I now offer rice cake, purple potato balls, black sugar, and sunsettia. Do they really all go well with milk? Hard to imagine, but who knows? It could be delicious. Wie wär's mit Frozen Joghurt? What if I were to choose some ingredients you don't have here? Oh, ich Would mag that be Frozen okay? Joghurt.
Frozen Joghurt mit Topping. Das hatte ich lang nicht mehr seit Corona. Well, I guess so. Any novel ideas you have, Commissioner, please feel free to tell me. I'll go buy the ingredients right away. The whole idea was to let my customers express their creativity freely. So of course, I shouldn't place restrictions on the ingredients if I can help it. Excellent. There are a few things I'd like to try. Lavender melon, seagrass, and sea ganoderma. Lavendelmelone, ja, aber Seegras und Meereslackporling? What? You wanna mix those with milk? I do indeed. Why? What's wrong? Du hast einen seltsamen Geschmack, das ist wrong. You really think that's gonna turn out tasting good? Also Lavendelmelone, ja, aber... It's all about the experience. The taste is secondary. It's great to try new things. Entwaffnend, was soll man dazu noch sagen? Traveler, any thoughts? Klöße. Yes, Dango. Dango will do nicely. An ordinary choice, but there's nothing wrong with that. 2 Dango milks and 1 milk with lavender melon, please. No problem. Give me a second. I'll have them ready in just a moment. Here, your milk is ready. Give it a try. Dango milk tastes pretty good once you get used to it. What about yours? A most memorable texture indeed. A success, I'd say. Your review seemed pretty positive, but Paimon still thinks they're a better combination. Naja, Lavendelmelone ist doch okay. Taste is your key concern, yes? Ich weiß zwar nicht, wie die schmeckt, aber ich weiß eigentlich nur, dass man sie lila kotzen kann. Was uns auch das Spiel mitgeteilt hat. Aber sonst... Obviously, tasty food and drinks are some of life's most important pursuits. Siehst du, die beiden Dudes konnte ich mir nicht merken. Aber dass man von Lavendelmelonen lila kotzt, das habe ich mir gemerkt. Ja, die wichtigen Dinge halt, ne? Well said. If I could say the same was true for me, I believe I'd be a very content man. Es gibt zu viel, worüber du dir Sorgen machen musst, nicht wahr? Yes. No one has unlimited energy, and I try to conserve mine for the things that really count. To create some mental breathing room, I try not to overthink the less critical matters. Having my sister attend public events in my stead, and having Toma as housekeeper has also been a great help, and allowed me to focus. We're just passing the time here, though, right? Is there anything else to think about than what we're doing right now? Bereitet gerade die halbe Hochzeit vor, habe ich den One or Eindruck. two things. Let's continue this discussion somewhere else. I noticed something before we left the Hiragi clan's residence. Ist es Hiragi Shisatu, die sich mit jemandem trifft? No, it was just a small detail. I was curious to know their thoughts on the wedding, so I asked them about it. Naturally, they responded that all other clans are happy for the Hiragi clan. But that's not the truth. Was? Wieso? What do you mean? Hiragi Shinsuke is still in prison, meaning the Kanjo Commission is the least stable in the Tri-Commission. Hiragi Chisato is the sole remaining pillar of her clan, but now she plans to marry into the Kujo clan. If I belonged to one of the assisting clans to the Hiragis, I would not be feeling optimistic about the future. Ja? But they didn't mention a word about that. They simply said they were delighted for them. These are not unintelligent people. I highly doubt it is because they simply do not realize. Sehr komisch. I imagine they didn't want to discuss family issues in front of outsiders. But still, the more I think back over that conversation, the more it doesn't sit right. Keep a close eye on them, Hisashi. Was? Wie? Yes, sir. Ist der uns die ganze Zeit gefolgt? Whoa! Where did you come from? Ja. This is one of my most trusted members of the Shumatsuban. He's been quietly watching out for us this whole time. Schön, dass wir davon auch mal erfahren. Merely doing my duty, sir. Das war nicht sehr höflich. Keep a close watch on the clan representatives we met today. Well received. I'm on the case. Oh, and I almost forgot.
That milk I just had? Please order one more and deliver it to Thoma. Oh, das ist aber nett. As you wish, sir. Dann macht doch alles zusammen. Das ist aber nicht die richtige Übersetzung. Oh no, poor Thoma. Das tut mir leid, Thoma. Was? Wieso? Kann doch auch was probieren. Viel Glück, Thoma. Sir Kamisato, Lady Hiragi's previous engagement is now concluded. She's waiting for you in the courtyard. Ah. Thank you kindly. Let's go and see Hiragi Chisato. Ich bin ja mal gespannt, welches Extra-Ereignis wir kriegen in dem Event dann. So, müssen wir teleportieren oder reicht laufen? Okay, reichen lauft. Reichen lauft. Reichen lauft. Laufen reicht. Alter Falter. Ich bin heute ein bisschen durch, glaube ich. Eigentlich wie immer, ne? Ups. Da ist sie ja. Hi, nice to see you again, Chisato. I heard that Sir Hallöchen. Kamisato had brought some guests, but I didn't know it was you two. It's been a while, Lady Hiragi. How have you been faring? This wollte is a den doch rare mal privilege, Sir ausprobieren. Kamisato. It is not often that I have the chance to meet you, let alone here in the comfort of my own home. You must be so busy. Thank you so much for taking the time to come and congratulate Kamaji and I. It really means a lot. But of course. The Tri-Commission are the servants of the Shogun, and we should look out for one another. In fact, we visited Sir Kujo just now. It's clear that he's very much looking forward to the wedding. Perhaps his joy is infectious, for I am now feeling rather elated myself. I sincerely wish you a joyful wedding and a blissful marriage. Thank you for your kind words. This was not an easy decision to make. We will both have to work harder from now on. I'm sure the news will cause something of a stir. But come what may, we will stand as one and face whatever the future throws at us, together. Okay, also ihr Clan hat gegebenenfalls Probleme, wenn sie jetzt in den anderen Clan einheiratet. Das heißt, da muss doch irgendwer ein Interesse dran haben. Nur heute. Ja. Nein, ich bin auch öfter mal ein bisschen neben der Spur. Egal. Es ist spät abends, da ist man müde, da ist man neben der Spur. Das ist normal. Es ist normal. Also irgendwer hat ein Interesse, wieder zurück, hat ein Interesse daran, dass sie da einheiratet, damit ihr Clan da irgendwie Probleme kriegt, oder nicht? Würde ich jetzt vermuten. Sounds like things are pretty tough for you, Chisato. Yes. To be honest, I'm still a little nervous about it all. But Kamaji has been so supportive. His promises have comforted me a lot. It sounds like you have some considerable reservations, Lady Hiragi. Yes. Well, there are so many things I need to consider. In case you were wondering, I was not actually entertaining VIPs just now. I was in fact meeting with one of the Kanjo Commission's officers. Oh, really? Him? Mm-hmm. He charged in all of a sudden and said that he had something very important to tell me. Das macht den Stream ja besonders, da bin ich ja beruhigt. He didn't mince his words. Dass ich im Halbschlaf streame, das macht's besonders. He doesn't want me to marry Kamaji. Er wurde schließlich verrückt? Was ist denn das für eine Antwort darauf? He has always been a calm and contained person who never acts out of line. I was quite shocked to see him so agitated. But despite all that, what he was saying made a lot of sense. He thinks that now is a bad time for this wedding to happen. Ja? He pointed out that I am like the final pillar propping up my clan. If I marry into the Kujo clan, that pillar is taken away. There will no longer be a voice of authority in the Hiragi clan. And it could be a disastrous move for my personal image, too. It's just two families becoming one big family, though, right? What's the big deal? Traditionally, in Inazuma, clan affiliation influences every facet of life. After the wedding, Lady Hiragi will belong to the Kujo clan.
The Kanjo Commission's attitude toward you may undergo some significant changes thereafter. Precisely. This is a terrible thing to be saying, but I'm starting to have second thoughts. Maybe I went along with it all too easily. Maybe I allowed myself to be pushed into this. Ja, eventuell. I'm so sorry. I can't believe I'm making my guests listen to me complaining. No problem at all. The Yashiro Commission has a duty to listen to you. Now that I've heard your concerns, I should offer to help you as best I can. For instance, by helping you gather your thoughts on the matter. Now, we heard from Sir Kujo that his decision to tie the knot was prompted by a letter he received from you. Mhm. But we've also heard that you did not write that letter. Sir Kujo thought that perhaps you were just being coy. Oh, dear. Perhaps I should have kept that part to myself. Hat er das jetzt wirklich aus Versehen ausgeplappert? So sah er mir gar nicht aus, oder? Das war jetzt Berechnung. What? But that was... It was just a prop in his playful proposal, wasn't it? It was clearly purpose designed, what with all the fancy lettering and so on. Fancy lettering, you say? So I am to understand that had it not been for this letter, you two may not have chosen this moment to be wed? When it comes down to it... Yes, I think so. Oh, do you mean to say that this letter is not what I thought it to be? Sir Kujo maintains that the letter was penned by your hand. Huh? But then... How did... Either way, it's wonderful to see how much you both trust one another. In that sense, you could say that the origin of the letter is ultimately not of great importance. Naja, mich würde das jetzt schon irritieren. Who knows? Perhaps Sir Kujo was the one being coy. After all, he had no particular reason to be forthcoming with us about the details of his playful proposal. Nee. I understand. As you say, ultimately, the origin of the letter doesn't matter. Ich würde in dem Fall doch eher nachforschen. But my position does matter. Kamaji and I thought that we needn't worry about anything that lies ahead, because we can face it all together. But now, I think I should give it some more thought. Nee, jetzt kriegt sie kalte Füße. Aber in dem Fall zu Recht, ne? Wenn da irgendwer noch seine Pfoten im Spiel hat. Marriage is the most important decision of your life. Don't let yourself regret it. It is also part of the Yashiro Commission's job to help people through difficult times. I say this as an advocate for you personally, and for the Hiragi clan. Please, do not be compelled by circumstances to make any decision that goes against your will. To be together with the one you love is a sacred thing. It is my earnest wish that both of you may enjoy a bright and beautiful future, not a bittersweet one. Er wirkt auf mich jetzt aber auch ein wenig manipulativ, muss ich jetzt mal sagen. I'll take to heart every word you have said to me. I can't thank you enough, Sir Kamisato. I'll think very carefully about your advice. All that matters is that you follow your heart. Since you'll be needing some time to think things over, we will excuse ourselves now. Oh, wait! Let me see you out. Thank you, Lady Hiragi, but there will be no need. Traveler, let's find somewhere to talk. Da ist doch was im Busch. So, wollen wir einmal hier austesten den Charakter. Probelauf. Komm. Gibt auch Urgestein. Wir werden ihn wahrscheinlich jetzt im Laufe dieser Story nochmal testen. Oder vor die Nase gesetzt bekommen. Für irgendeinen Kampf. So.
Mit seiner Elementarfähigkeit hinterlässt Kamisato Ayato eine Wasserillusion, die Gegner verwirrt und tritt in den Zustand Takimeguri Kanka ein. In diesem Zustand setzt Kamisato Ayato seinen Shunsuiken ein, um Angriffe... Habe ich noch nie gehört, den Begriff. Um Angriffe auszuführen, wodurch Hydroflächenschaden verursacht wird. Mit seiner Spezialfähigkeit kann Kamisato Ayato Suyu auslösen, was einen Garten der Reinheit erschafft, der während der Wirkungsdauer fortlaufend Wasserblütenklingen fallen lässt. Die Gegner im Wirkungsbereich angreifen und den mit Standardangriffen verursachten Schaden der Figuren im Wirkungsbereich erhöhen. Während der Herausforderung wird es zusätzliche Elementarkristalle geben, um die Spezialfähigkeit der Figur besser testen zu können. Standardangriff Schaden erhöhen. Jetzt überlege ich gerade, ob der vielleicht ein gutes Team mit Jula abgeben würde. Weil sie ist ja auch Eis, dann könnte man permanent gefrieren. Dazu vielleicht noch eine Diona. Und vielleicht noch Elektro. Eine Baido oder so. Keine Ahnung. Okay, gucken wir uns mal an, was wir hier haben. So, mein Lieber. So, werdet ihr jetzt verwirrt? Wahrscheinlich. Ja, der ist natürlich hier optimal ausgestattet. Und haut alles weg. So. Der Garten der Reinheit. Haut halt einfach alles weg. Ich finde halt diese Probier-Dungeons immer total nichtssagend. Weil natürlich werden die Charaktere immer mit den besten Items ausgestattet. Und teilweise sind auch die Ladezeiten, die Aufladerate und alles ist überhaupt nicht realistisch, weil es beschleunigt wurde. Aber naja. Und die Zeit reicht oft auch gar nicht, um die Fähigkeiten richtig auszutesten, weil eigentlich brauchst du nur Knöpfe knöppeln. Aber Sheet egal, wir haben ihn uns mal angeschaut und wir kriegen jetzt Urgestein. Ich habe zwar nicht ansatzweise seine Fähigkeiten gerafft, doch. Ja, doch. Aber das mit der Illusion, die Verwirrung stiftet, hat irgendwie nicht so geklappt, glaube ich. Vielleicht habe ich es auch nicht wirklich wahrgenommen. Die ist ja auch nur ganz kurz sichtbar. Na komm schon. Ich möchte einsammeln. Urgestein. Wie viel Urgestein kriegen wir denn hierfür eigentlich am Ende? Gar kein Urgestein. Na nett. Gar kein Urgestein. Müssen wir doch noch Fotos machen. Wir sind jetzt bei 1300. Wir brauchen nochmal 300. Beziehungsweise 270. Das können wir im Zweifel mit Fotos zusammenkriegen. Müssen wir mal gucken. Aber wie gesagt, ich werde nicht auf Ayato rollen, sondern wahrscheinlich auf Venti. Ich habe jetzt bei den letzten beiden Bannern kein Glück gehabt. Leider Gottes. Da müsste ja langsam mal wieder was kommen. Und Venti wäre schon cool, den zu kriegen. Venti oder Xiao hätte ich gerne noch. So. Hiragi Chisato is on a totally different page than Kujo Kamaji. Ja, sie ist nicht so euphorisch irgendwie. Ayato, why did you give her such vague suggestions? Couldn't you just have told her what you'd do in her position? Because Paimon's pretty sure you have an idea. Also da kann er sich jetzt wohl kaum einmischen. Also ist halt schwierig in der Situation. Kann ich echt nachvollziehen. I've said everything I can, given the Yashiro Commission's stance. Interfering too much with other commissions' domestic issues will only create trouble. Genau, er kann da nicht wirklich viel machen. Das geht nicht. The more I think about it, the stranger this all seems. But Hiragi Chisato has yet to see it. We must be vigilant. Strange? In what way? Someone wants Hiragi Chisato to be married as soon as possible, and if my guess is right, it is someone from within the Kanjo Commission. This person is presumably also responsible for the mysterious and misleading letter. Think about this.
A lowly officer is greatly worried about Hiragi Chisato's future, while the heads of the supporting clans ostensibly have no concern at all. It doesn't add up. When someone's words and actions do not match, you need to infer their intentions from their behavior. Jemand will Hiragi Chisato in Schwierigkeiten bringen. Yes. It's a smart strategy. Far superior to the one adopted by the Tenryou Commission's Takatsukasa clan. Even had the forged letter failed and been seen for what it was, there would have been no repercussions. They could simply have explained it away as a misguided but well-meaning matchmaking attempt by a member of the family. Dieser Satz ergibt irgendwie nicht so wirklich Sinn. Wenn das gefälschte Schreiben nicht in Kraft trat, hätten sie keine Angst, zur Rechenschaft gezogen zu werden und könnten einfach sagen, dass ein Familienmitglied es auf sich genommen hatte, dies zu tun und nur versuchte, ihnen die Liebe zu ermöglichen. Also im Grunde will er damit sagen, hey, wenn die Sache aufgeflogen wäre, dann könnte man das einfach so tarnen. Würde ich jetzt mal so übersetzen, diesen Satz. Ein sehr langer Satz, muss ich mal sagen. But if the letter were to achieve its goal, as it has so far, the perpetrator would successfully weaken the Hiragi clan without ever having to lift a finger against them. With Hiragi Chisato having married into the Kujo clan and the head of the Hiragi clan in prison, challenges to the Hiragi clan's leadership would begin to emerge throughout the ranks of the Kanjo Commission. Eventually, another clan would take the Hiragi clan's place. Achso, ihr Vater sitzt. Ich dachte erst von ihrem Ehemann, der Vater sitzt im Gefängnis. Das habe ich alles nicht mehr so gewahr. Wir haben aber keine Beweise. Actually, we have evidence. His Was? name is Shinojo. Shinojo? He should be back by now. Aha. Yes, sir. Meine Güte, der Typ ist gruselig. That's the second time you've done that. Did they take one of the Kanjo Commission officers away? Yes. His name is Shinojo. As I expected. They cannot afford to let this opportunity pass them by. They have to act now while the Hiragi clan is at its weakest. Hiragi Chisato had been persuaded by Kujo Kamaji, and the wedding was sure to go ahead. But after Chisato's meeting with Shinojo, she began to have second thoughts. In their eyes, Officer Shinojo has interfered with their plan. Ach so, das ist jetzt der Typ, mit dem sie sich getroffen hat. But why did they suspect him and not us? Someone was eavesdropping on our conversation with Chisato the entire time. That's why I was a little reserved. No way. Whew. Lucky Paimon didn't say anything stupid. But Chisato got what you meant about the letter though, right? Ach so, wir wurden belauscht, als wir mit Chisato geredet haben. Okay, das ergibt Sinn. I think so. But whoever is behind this will not allow their plan to fail now. They will not be inclined to respect Hiragi Chisato's own wishes. Her stance was so passive that she was easily manipulated, treated like a pawn, with even her marriage becoming a battleground for political power play. Despite all of this, she still believed that a happy future was awaiting her. When she formally marries into the Kujo clan, she will lose her title as daughter of the Hiragi clan, her position in the Kanjo Commission, and above all, her independence. Ziemlich teure Hochzeit aus ihrer Sicht, würde ich mal sagen. Marriage is such a trap. Wir werden nicht zulassen, dass die Verschwörung Erfolg hat. Easier said than done. The perpetrators are manipulating everything from the shadows, letting unsuspecting pawns do their work. We, meanwhile, are out in the open. If we attempt to stop this wedding from happening, we will become the villains of the story and face immense public backlash. So what are we gonna do? Wir machen's heimlich. At this stage, if the perpetrators wish to maintain control over the situation, their only option is to come out from the shadows and bare their fangs. But first things first, we must go and rescue Shinojo. He has done nothing wrong and does not deserve to be punished. Koei Piche, hallo. Hallo, hallo. Tell me where Shinojo is. We'll head off right now. Na, alles fit bei dir? Achso, jetzt haben wir hier zumindest schon mal... Ah, ich habe doch gerade geschaut, wie viel Urgestein wir dafür kriegen. Keins, aber für die Unterquests kriegen wir was. Das ist gut.
Ich war fast schon ein bisschen enttäuscht, aber das passt schon. So, wo müssen wir denn als nächstes hin? Ah. An den Strand? What? Okay. Ich frage jetzt nicht. In letzter Zeit viel zu tun auf der Arbeit. Ei. Ja, bei mir aber auch. Die machen ganz schön Stress momentan. Wollen wahrscheinlich alle den Corona-Abstand aufholen. Rückstand. Ah, gut, dafür wird man bezahlt, ne? Höhle. Oh. Eine Kuschelhöhle. Wieso gehen wir jetzt ausgerechnet hier hin? Wir werden es sicher erfahren. Aber Glück in Genshin gehabt. Hab Ayato und sein Schwert gezogen. Du hast ein Schwein, ey. Ich habe die letzten 2 Banner nichts gezogen. Gar nichts. Also ein paar 4-Sterne-Charaktere und einmal einen Opferbogen. Aber das war's dann auch. Ich hoffe ja, dass diesen Banner es besser wird. Also auf Ayato ziehe ich jetzt erstmal nicht. Ich will erstmal noch Venti kriegen. Aber du hast ja schon Venti. Seit letztem Jahr kein Geld mehr in Genshin gesteckt. Na, immerhin. Dann hast du ja noch mehr Schwein. Achso, die haben Shinojo. Die haben jetzt Shinojo festgenommen. Woher wussten wir, dass Shinojo festgenommen wurde? Von dem Spion wahrscheinlich. It's the Yashiro Commissioner. Well, we take orders from our master. No one else. Really? Then please, excuse me. Oh Gott, der Blick. Der Blick. Yay! Who goes there? Get them. Uff, die Schnüss. Also von der Verwirrung durch diesen Doppelgänger sehe ich noch nichts. Also ich hau jetzt einfach auf. Ne? Be still. Greift ihn irgendwer an? Nee, irgendwie nicht. Wie jetzt? Hallo? By royal decree. Ey! Rain outlines your fate. Let me. Jetzt gibt's hier aber auf die Schnüsse. So. Blast. Peng, Bumm, Blitz. Let's go. We must report to Master right away. Hey, get back here! No need to follow them. We need bait to catch the fish anyway. Leave them be. I think I saw a key fall to the ground during the fight. Let's free Shinojo first. Na toll. But was ein Glück, sonst hätten wir ihn raussägen müssen. It must have been kicked to one side. Where did it end up? Moment, du hast gerade gesagt, die hätten ihn verloren. Und jetzt findest du den nicht? What the? It's a tanuki? Oh, don't tell Paimon that the tanuki took it. Seit diesem Patch ist die deutsche Übersetzung richtig schlecht geworden, besonders in der Gruft. Ja, die nimmt von mit jedem Patch immer mehr ab, finde ich, die Qualität von der Übersetzung. Ist richtig übel geworden. Also teilweise verstehe ich gar nicht mehr, was überhaupt Sache ist. Also es war schon in den vorherigen Patches teilweise schlimm. Aber ich finde, es wird immer schlimmer. Let's follow it and see. Wobei ich auch sagen muss, ich war sehr überrascht über die sehr gute Übersetzung ganz am Anfang. Das ist eher so das, was ich gewohnt bin. So, Tanuki. Such den verlorenen Schlüssel, den der Tanuki mitgenommen hat. Wo ist der Tanuki? Da. Wo ist er jetzt hin? Mist. Bist du eine Kiste?
Anscheinend nicht. Hier ist noch so eine Statue. Okay, nö, das hat nicht geholfen. Mist, ich habe jetzt nicht gesehen, wo er hin ist. Na gut, wir müssen einfach nur nach irgendwas, nach Fackel oder was Ähnlichem suchen. Aber hier sind wir ja schon raus aus dem Gebiet. Ach, da. Wahrscheinlich ist er hier. Zack. Ah, okay. Okay, hat sich nochmal versteckt. Die Kiste ist doch wieder neu dazugekommen. Aha, dahin. Jetzt haben wir ihn. So. Jetzt können wir dich rausholen, Junge. Thank you. Thank you. Gerne. It was terrifying. They said they were gonna throw the cage into the sea with me still inside. Ach, das ist die arme Sau, die wir... Ich hab schon wieder den Namen vergessen. Das gibt's ja nicht. Das ist doch der, der sowieso in sie verknallt war, oder? Seht ihr mal? Jetzt wisst ihr, warum ich mich nicht an ihn erinnert habe. Ich erinnere mich ja schon nach einer halben Stunde nicht mehr an ihn. Oh, wait. You have to listen to me. Lady Chisato's wedding. It's all part of a scheme. Someone's trying to use the wedding for their own ends. Calm down, Shinojo. It's okay. We know about all that. Huh? Ja, ja. Our suspicions were roused to this possibility, and so far, everything is unfolding rather as we expected. Those behind this plan are not going to give up easily. Their next move is imminent. We must devise sufficient countermeasures. Yashiro Commissioner, you're personally going to take action? Hoho, das ist ganz was Wichtiges. This situation has consequences for the whole Tri-Commission, and the stability of all Inazuma is at stake. My hitherto neutral stance ends now. Okay, da ist jemand entschlossen. The almighty Shogun has always despised these pathetic power games. As a That's true. Shinojo, don't return to your post yet. Find somewhere safe and stay hidden. Ja, du kannst wieder in den Käfig gehen. Traveler, Paimon. Da suchen Let's sie get dich out of bestimmt here. nicht. Hallöchen, Well, Captain Fluffy, einen if it schönen isn't the Abend. Yashiro Commissioner. I hear you showed up here with no explanation and attacked my men. Ich? Nein. You wouldn't happen to be carrying Die haben out sich some selbst sort of gehauen. secret mission, now would you? Alles gut? Ja, soweit alles gut. Ein bisschen müde, aber das ist ja Standard, ne? I heard that someone was taking the law into their own hands. As a responsible official of Inazuma, I could not in good conscience stand idly by. Um die Zeit ist das okay, ja, würde ich auch sagen, ne? Shinojo may be your retainer, but the law does not grant you the right to abuse him. So. Abuse? Stimmt. Nonsense. I was just teaching him a lesson. Out of nowhere, a low-ranking officer decides to barge in on Lady Hiragi and start spouting out the most absurd and insulting nonsense one can imagine. Ei, haben A wir den truly Bösewicht. egregious loss of decorum. Natürlich. I Kann dare er nur. say, the poor lady was terrified. Arme Lady. So, you're saying that you know absolutely nothing of the reasons for his actions. Because otherwise, why would you describe it as out of nowhere? Hast du Pokémon schon durch? Bin da gar nicht zugekommen, reinzugucken. Ja, die Hauptstory habe ich schon soweit durch, aber ich streame noch weiter. Ich mache noch den Pokédex. Ich will ja Arceus einfangen. Und noch die ganzen Nebenquests. Also da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen dran streamen.
Am Donnerstag ist wieder um 20:30 Uhr einmal ein Stream. Ansonsten kannst du bei YouTube einfach schauen. Da habe ich die ganzen Streams auch hochgeladen. Falls du welche verpasst hast, kannst du einfach gucken. Two people from two different clans are getting married. That's all there is to it. And yet this young gentleman took it upon himself to fabricate a nonsensical disaster story around it. How should I know what he was thinking? Schreib's dir auf, genau. Even if she marries into the Kujo clan, Lady Hiragi will always be the daughter of the Hiragi clan and the most distinguished member of the Kanjo Commission. We are, and always will be, her loyal assistants. It's our duty to see that she never has to worry about anything. Was hat der vor? Loyalty and duty are our guiding principles. Not only did this guard show no regard for either, he went out of his way to upset our lady, even if we put it down to a rare moment of impulsivity. I have to say, I'm surprised to see one of such noble standing as yourself rushing to his defense. Darn it! This guy is good. Annoyingly good. Komischer Kauz. Funny. I'm suddenly reminded of an anecdote I'd like to share with you. There's not been a dull moment since I took up my post in the Yashiro Commission. For instance, a merchant from abroad once told me about a curious kind of bird with the most extraordinarily long tongue. So long, in fact, that you can tie 2 knots in the portion of it that extends out of its beak. Wie kommt man auf die Idee, sowas auszuprobieren, der arme Vogel? I'm sure someone as erudite as yourself could be able to guess what people do with these unusual avians. Ein Vogel, den man Knoten in die Zunge machen kann. Was? Keep them as pets. You'd think, wouldn't you? But there's a catch. You see, this bird is of no use to humans whatsoever, and certainly doesn't make a suitable pet. Der arme Vogel! If you catch one, the best thing you can do is actually cut its tongue off. Wovon reden wir hier eigentlich gerade? The reason they give is this. The longest tongue has the most to say, but don't be deceived as it chirps away, lest the song it sings lead you astray. I say, Yashiro Commissioner, are you here simply to mock the Kanjo Commission? Natürlich. Far from it. In my mind, the Kanjo Commission is made up of honorable individuals, upright and forthright, conscientious and loyal. It is unbecoming of such people to resort to lies, deception, and filibustering, all as part of a plan to remove Lady Hiragi from her position in the Kanjo Commission. Yashiro Commissioner, please don't make accusations without any evidence. Dann mach doch wenigstens Brathähnchen aus dem Vogel, anstatt einfach nur seine Zunge abzuschneiden. Richtig. Kann man doch nicht verkommen lassen. The evidence is standing right in front Das of arme me. Vieh, so eine Verschwendung. I have a credible witness who can confirm you were quick to try and make him disappear as soon as he said something that you did not like. Ugh, dear me. I can't believe the Grand Matsura clan is now represented by someone with less of a sense of loyalty than even an ordinary servant. You studied hard and took a government position, only to make it to where you are now just to play these petty power games behind the scenes. I'm not sure whether it's because you're smart enough to play the system, or too foolish to know any better. In your years of service to the Shogun, not only have you managed to glean nothing good from the people around you, you have also let yourself be blinded by self-interest. I'm not angry, Mr. Matsura. I just feel sorry for you. No. Is that right? Then tell me, if you're so bright, what exactly do you think you can do to me? Naja, hat ein Schwert. This is at most a Kanjo Commission issue. We'll handle this amongst ourselves. You are reaching rather outside of your bounds, Yashiro Commissioner. If you seek to involve yourself in other clans' affairs, might I be so bold, then, as to question your motives in doing so? I think you are simply opposed to an alliance between the Kanjo Commission and Tenryo Commission, because the new balance of power in the Tri-Commission would be a threat to you personally. So you come here with an elaborate excuse to try and break up this marriage. So, that's how you view it. Well,
I have to admit, you clearly are far more talented than I at monitoring the power balance within the Tri-Commission. Ich habe mir heute Cuphead geholt. Mal gucken, wie weit ich es schaffe, ohne zu verzweifeln. Ja, viel Spaß. Da habe ich mich auch noch nicht dran gewagt. Werde ich wahrscheinlich auch so bald nicht. Gibt es das eigentlich schon für Konsole? Ich weiß es gar nicht. Doch, bestimmt, oder? Let me be crystal clear. This wedding is going to happen, and nothing is going to change that. The notices have already been sent out. All of Inazuma City knows about it now. Oh. Haben sie es schon veröffentlicht? Für die Switch müsste es das auf jeden Fall geben. Ja gut, für die Switch kommt echt viel raus. Ist einfach besser. Für, kleinere Spiele. Naja, kleinere Spiele. Cuphead ist ja doch schon was Größeres geworden am Ende. Most of the public weren't aware that Kujo Kamaji and Hiragi Chisato were courting. But you can bet, it's all anybody's talking about now. Damn! Wie könnt ihr nur? Once the notices go out, that's it. The wedding is a sure thing, even if it hasn't happened just yet. I see. It seems like I was wrong. So suddenly we see eye to eye? I had expected you to at least be smarter than most. But it seems that I was gravely mistaken. Was denn das? Kamisato Ayato, You've made your move. Now, I suppose it's time I made mine. What do you mean? Do you seriously think this marriage will bring the Kanjo Commission and the Tenryou Commission together? Isn't it at all possible that the Kanjo Commission becomes marginalized as a... Goodness me. Well, I've learned a great deal from talking to you. That will be all for now. If you would excuse me, I shall take my leave. Hey! What was all that? Paimon didn't follow at all. Ja, was kommt jetzt? They had their scheme, but fortunately I was prepared. As I said, they ended up coming out from the shadows and Let's see how things are in Inazuma City. Then, I'll take you through the details of my plan. Was kommt jetzt? Okay, die haben jetzt das Ganze schon verkündet und die ganze Welt redet darüber. Jetzt wird es natürlich umso schwieriger, das irgendwie zu verhindern. Also, Alternativplan, würde ich sagen. Wie auch immer der aussieht. Hab gerade nachgeschaut, es ist auch für PS4 und Xbox One raus. Vielleicht sollte ich dann doch zumindest es mal auf meine Watchlist packen. Aber eigentlich so Jump'n'Run und sowas, gerade die Bockschweren ist eigentlich nicht so meins. Andererseits habe ich mir schon dem ein oder anderen schwierigen Spiel gestellt und es doch irgendwie hingekriegt. Mal gucken. Vielleicht für einen Wunschstern-Stream oder so, wenn ich den mal wieder veranstalten sollte. Look at this. The daughter of the Kanjo Commission's Hiragi clan and the master of the Tenryou Commission's Kujo clan are getting married. Ja, schon sind die Gerüchte in der Welt. Sounds like an all-around perfect match, don't you think? For sure. I'm just surprised. It seems very sudden. I hadn't heard a single word about it until now. Good luck to them, I say. I'm sure it must have been a hard decision. Ja. Looks like the wedding is definitely going ahead. It's still too early to make that conclusion. Our adversary wants to push this marriage past the point of no return. However, we can still beat them at their own game. But only if Kujo Kamaji is willing to help us. Naja gut, der war ja auch ein bisschen misstrauisch, ne? Wegen des Briefs. Dem war es ja aufgefallen natürlich. Also vom Run-Teil habe ich bis jetzt noch nichts gemacht. Hab 2 Bosskämpfe gemacht und die gingen sogar. Na denn? Aber ich habe ein paar Bosskämpfe gesehen, da dachte ich, oha.
Ich werde zu alt für sowas. Welcome. I just heard that the news of my wedding has been officially announced. Ja, das kann überraschen, was? It seems so sudden. I wasn't ready yet. Yeah, about that. It's kind of complicated. I see. So someone's trying to take advantage of our marriage. Also wenn wir gleich am Schluss dieser Questreihe nicht eine richtig geile Hochzeit zu sehen kriegen, dann bin ich aber traurig. Oder enttäuscht. Sagen wir enttäuscht. If you proceed with the wedding, the repercussions for you are likely to be minimal. But we must take Lady Hiragi's situation into consideration. I've previously considered this possibility. But in the end, we're getting married for true love. And I've promised her that I'll do everything in my power to protect her. I understand where you're coming from, but to be frank, she should not need your protection. Or, to put it another way, you have tacitly admitted that Lady Hiragi will need your help to get through the hard times ahead, which perhaps suggests that, deep down, you realize all she stands to lose. Tja. I don't mean to criticize you. It is natural to want to protect our loved ones. You're an intelligent and gentle person, and I'm sure you would have been able to think about this more objectively were you not so emotionally involved in the situation. I'm sure you admire Lady Hiragi for being the independent, gentle, resilient, and strong-willed person she is. For the sake of marrying you, this wonderful woman will become someone who has to depend on you for the rest of her life. Are you really okay with that? Ja, denk mal drüber nach. I love her with all my heart, and would do anything to make her happy. That's why I cannot abide to see her suffer or be manipulated by other people. Yashiro Commissioner, you're right. It was naive and selfish of me to take things this far. But it's too late now, isn't it? There are notices everywhere. Noch seid ihr nicht verheiratet. Weißt du noch, wie die Bosse aussahen, die du gesehen hast? Da war irgend so ein Boss, so ein großer Mond. Der war schon irgendwie krass. Und was war noch? Irgendwas mit Bienen? Kann das sein? Ich habe nur überall Kugeln über den Bildschirm flitzen sehen. I have a plan, but it needs a villain. Sir Kujo, in order for my plan to work, you and I must both play the role of antagonists. But it is not without its risks. Könnte sein, dass es spätere Bosse sind, ja. Ja, bestimmt sogar. Muss ja irgendwas dahinter stecken, dass die Leute sagen, dass das so schwer ist. Are you willing to help? If there's a way to salvage this, then let's hear it. I've told the people at the Kanjo Commission that the marriage isn't going to unify the Kanjo Commission and the Tenryou Commission. On the contrary, it's a terrible idea that will marginalize the Kanjo Commission. The context for this is that they are planning to use this marriage to bring down the Hiragi clan. And the key to their success is coming up against no resistance to the marriage from the Tenryou Commission. But what if we were to imagine for a moment that since the affairs of the Vision Hunt Decree, the Tenryou Commission has been planning to make a move against the weakened Kanjo Commission? The only reason you have been hesitant to act since taking over the Tenryou Commission is because you care about Lady Hiragi's feelings. And so, your plan is to liaise with the Yashiro Commission to marry her and bring her out of the Kanjo Commission as soon as possible. Once that is achieved, as the person in charge of the Tenryou Commission, you no longer have any reason to hesitate. Verstehe ich jetzt nicht ganz. I see. This is an ingenious plan. It takes advantage of the situation perfectly. Dies wird Hiragi Shisato unentbehrlich erscheinen lassen. Also wenn jetzt der dritte Clan das irgendwie absegnet, oder wie? Exactly. Our purpose is to change Lady Hiragi's position from an unnecessary burden to an indispensable asset. By doing so, we can even strengthen her position in the Kanjo Commission. Also sie versuchen jetzt irgendwie ihren Stand da zu stärken. Once our adversaries realize how the network of connections behind the scenes really looks, they'll do their utmost to stop this wedding from happening.
Gut, sie wollen sie jetzt irgendwie stärken, damit sie gestärkt aus dieser Hochzeit herausgeht. Ganz verstanden, wie sie das machen wollen, habe ich jetzt nicht. Aber die Leute, die ja eigentlich die Hochzeit wollten, um das Ganze auszuhöhlen, also den Clan, aus dem sie kommt, die werden versuchen, das zu verhindern. Habe ich das richtig verstanden? So grob, ne? Then, we simply leave them to clear up the mess they've created. Got it. So the network of connections? This is all way too complicated for Paimon. Can you just tell us what you need us to do? Gut, danke, Paimon. We have to make sure that the behind-the-scenes story comes to the attention of our dear friends in the Kanjo Commission. Matsura, with whom I spoke earlier, will now be fearing the worst. No doubt he'll be on the lookout for the first sign of a crisis. In that case, he will almost certainly have placed informants throughout Inazuma City. What we need to do is to use these informants as a breeding ground for our fake intel. Sir Kujo, there are certain things that I need you to attend to personally. It's almost time. My ninja has located one of the informants. Let's go and see if he'll take the bait. Okay, sie verbreiten also nur das Gerücht, dass sie dadurch gestärkt würde. Damit die dann die Hochzeit verhindern wollen. Geh und überwache die Bewegung des Spions der Kanjo-Verwaltung. Ja, weil man sonst Spion ja überall auf der Straße rumrennen sieht. Ist noch ganz schön weit weg. Wo sind die? Da unten? Besser hin teleportieren. Naja. That person is one of Matsura's informants. Ja, offensichtlich. Habe ich sofort erkannt. Let's follow him. Be careful not to get seen. Ey, du siehst mich nicht. Wie kannst du mich durch die Wand sehen? Jetzt beweg dich gefälligst. Did you see that? Sir Kujo Kamaji just came past here with a huge group of people. Ja? Could it be related to the wedding announcement? Ach so, die reden. Maybe, but from the look on his face, it seems like something much more serious. Spione am Röntgenblick. Ja, natürlich. Isn't it all a bit excessive for a wedding? Dreh dich nicht um. Oh! Ich bin nicht da. Kann ich mich denn hier verstecken, falls The Tenryou Commission has sent a load of people to Rito. I guess it must have something to do with the wedding. Du siehst mich nicht. I think in all there must have been... Ach, Mann! Seems like he's noticed us. Knew we should have been quieter. Mist. Fangen wir von vorne an. Wir fangen von vorne an, ne? Nee? Okay. Wo ist er denn jetzt? Hä? Ja, wenn wir von hier kommen, sieht er uns garantiert. Achso, wir fangen nochmal von vorne an. Moment. Den ganzen Text auch nochmal, oder? That person is one of Mats. Let's follow him. Der Spion mit dem Röntgenblick. Ja. Ich bin ja schon weg.
Did you see that? Sir Kujo Kamaji just came past here with a huge Kann sich group nur um of people. Stunden handeln. Could it be related to the wedding announcement? Maybe, but from the look on his face, it seems like something much more serious. He and his men seem pretty intense at the moment. Isn't it all a bit excessive for a wedding? Kann ich mich denn da am besten verstecken? Vor allem, der rennt ja gleich dann noch los. Darf dem halt nicht zu nahe kommen. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht! Was ist er denn jetzt da? The Tenryou Commission has sent a load of people to Rito. I guess it must have something to do with the wedding. I think in all there must have been about 100 people so far. Ui. That doesn't sound good. What could be going on? I hope it's just Sir Kujo Kamaji being overcautious. The news is spreading fast, but it appears Master's fears may be well placed. Du siehst mich nicht. There's no way they Du siehst mich nicht! Verdammt! Where'd he go? Ah! He was right there a moment ago. Seems he disappeared in a blink of an eye. If only we'd made less noise. Ich weiß halt nicht, wo ich mich da verstecken soll. That person is one of Mat. So, ja, Let's ja. follow him. Ja, ja. Du siehst mich nicht. Did you see that? Sir Kujo Kamaji just came past here with a huge group of people. Could it be related to the wedding announcement? Maybe, but from the look on his face, it seems like something much more serious. He and his men seem pretty intense at the moment. Isn't it all a bit excessive for a wedding? Stunden später. So, vielleicht springe ich hier rechts mal über die Bande, statt links rum. Du siehst mich nicht. Dann kann ich mich da hinten beim Haus vielleicht verstecken. The Tenryou Commission has sent a load of people to Rito. I guess it must have something to do with the wedding. I think in all there must have been about 100 people so far. That doesn't sound good. What could be going on? Dass ich mich jetzt hier beim Haus verstecken Sir kann. Kujo Ist so meine Kamaji being Hoffnung. overcautious. The news is spreading fast, but it appears Master's fears may be well placed. There's no way they sent this many people just to escort the bride. I have to investigate. He ran off! As expected. Let's follow him. Okay, alles klar. Ich hatte kurz Angst, dass wir nochmal von vorne anfangen müssen. Aber das sollte jetzt passen. Wow! It's like the whole Tenryou Commission is here. Eieiei. Excuse me, has something happened on this road? I'm a businessman passing through, and it's a little disconcerting to see this place so heavily guarded. Ah, please don't be alarmed. As I'm sure you've heard, the wedding of Sir Kujo Kamaji and Lady Hiragi Chisato will take place any day now. Sir Kujo decided to send for Lady Hiragi ahead of time, and I see. We are here to clear the way for Lady Hiragi. Not just us either. You'll see more Tenryou Commission members as you go further along. We're all here for the same duty. Okay, Tenryou-Verwaltung ist jetzt, welcher von den Clans? Von ihm, oder? Vom Ehegatten? Oder war das jetzt... Ach, ich weiß es nicht. Isn't this a little excessive?
Sir Kujo holds Lady Hiragi in the highest regard and wants to treat her with the utmost respect from beginning to end. I understand. Sorry to disturb your work. Drat. It's exactly as Master feared. Okay, Tenryo-Verwaltung ist doch die vom Ayato? They say they're here to Ja guard klar, the road, müsste die vom Ayato but sein. really they're poised to attack if Master doesn't allow Lady Hiragi to leave Rito. Sie würden sie auf der Straße eskortieren und wenn der Fräulein Shisato nicht hätte gehen lassen, hätten diese Männer früher oder später Rito gestürmt. Was? Wait, no. If Lady Hiragi does leave, they'll have all the more reason to strike. But we're in no state to defend against a Tenryo Commission attack. I must tell Master right away. He ran off again. Ist ganz bleich. That should do it. The seeds have been sown. In this atmosphere, mounting suspicion will nurture fear among the Kangjo Commission. Okay. Hat anscheinend funktioniert. Now, we wait patiently for it to grow and ferment. The calm before the storm is always the part that unsettles people the most. Are they really gonna own up and apologize? Just like that? Naja. If you're curious to find out, you can visit the Hiragi clan in Rito in a couple of days. I have some other business to attend to, so I won't be spending any more time on this situation. In any case, we've made our move. It's only a matter of time before they give up and surrender. Bist du dir so sicher? This is not my first time. Well then, goodbye for now. I truly hope that things will work out in Hiragi Chisato's best interests. He left kind of abruptly. Are things really gonna turn out like he predicted? Lass uns das bis zu Ende verfolgen. Jetzt aber hier. Too. Well, let's go to Rito again in 2 days. Okay. Real Days? Realtime-Tage oder Ingame-Tage? Warten wir mal Ingame-Tage. So, jetzt gibt's ja sonst auch keine Möglichkeit. So. Einmal vorspulen. Zack. Und da war mein Controller weg. Eieiei. Eieiei. Einmal abtauchen. Da bin ich wieder. Warum schmeißt du ihn weg? Er ist mir vom Schoß gerutscht beim Kakao trinken. Der hält was aus. Das ist der gewöhnt. So, das ist es. So, also Ingame-Tage anscheinend. So. Und was soll ich jetzt da zu sehen bekommen? Ich hoffe, eine schöne Hochzeit. Sonst bin ich ja enttäuscht, habe ich ja gesagt. Unterhalte sich mit den Leuten auf Rito. Na gut, unterhalten wir uns mit den Leuten. How much longer does your master plan to hold them off? I have no idea. We're stuck in limbo here. Master's been very on edge these past few days. He gets irate over the smallest things and is suspicious of everything. He's been yelling at me a lot. I understand that he's anxious, but I mean, what can we do? I've told him before, never cross the Yashiro Commissioner. Yeah, good advice. With him, you just know that whatever he's doing, a lot of preparation has gone into it. If Lady Hiragi is really taken away, then what will the Tenryo Commission do? And what will the Yashiro Commission do? Ja, was werden sie tun? Maybe we should tell Master to discuss things with Lady Hiragi. Aha.
Offensichtlich hat das irgendwie was I bewirkt. ride on wind and cloud alike. Hello. How may I help? Oh, wie kommt es, dass so viele von der Tenryo-Verwaltung anwesend sind? We arrived here 2 days ago to escort Lady Hiragi to Inazuma City. Sir Kujo Kamaji gave us very strict orders, so we have to obey. But every time we attempt to receive the bride, the Hiragi clan always finds an excuse to delay things. Since we haven't fulfilled our duties yet, we decided to stay in Rito until Lady Hiragi is ready to come with us. Alle haben Verdacht geschöpft. We apologize. It was not our intention to stay here so long. We promise our presence here will not impact ordinary people's lives. We can only hope that the leaders of the Hiragi clan will start to cooperate soon. Oh, ich habe den Mondboss gefunden. Das ist die zweite Phase von einem Boss. Ach so, okay. Interessant. If this stalemate continues, who knows? Sir Kujo might give us orders to be less accommodating. So, wen haben wir noch? Da hinten. These people from the Tenryo Commission have been here for days now. I guess they're here to pick up Lady Hiragi. But why would it be taking so long? I heard that the Kanjo Commission suddenly said they don't want Lady Hiragi to leave. To be honest, I'd be hesitant if I were her. A crowd this size comes to Rito? Who knows what they could be planning? Shh, stay quiet. Someone might hear you. Oh, right. Sorry. Hiragi Chisato is now at the center of every conversation in Rito. By now, the Kanjo Commission probably knows how important she is. But what about what she thinks? Also die haben jetzt einfach von der Tenryo-Verwaltung die ganze Truppe dahin geschickt. Und das macht die Leute jetzt misstrauisch. Und ängstlich. Mehr steckt da nicht hinter der Idee, oder wie? Weil sie ja doch irgendwie wichtig sein könnte, wenn die große Tenryo-Verwaltung mit einem großen Aufgebot kommt, um sie abzuholen. Und deswegen wollen sie sie jetzt nicht rausgeben, weil anscheinend ist sie aber doch wichtig. Oh, Traveler! I assume you've heard about everything that's been going on out there. Aber sicher doch. What on earth is happening? Don't worry, we can explain everything. So, what happened was... Moment mal, jemand könnte uns belauschen. After the Tenryo Commission arrived, they suddenly became alarmed. They keep having secretive discussions and won't allow me to have any direct contact with the Tenryo Commission. I never would have thought that this was Sir Kamisato's plan. Now it all makes sense. Nach dem letzten Treffen? I'm sorry. I haven't. Maybe there's no right or wrong decision. Maybe everything would be easier if I simply didn't have the choice. I used to tell myself things like this to avoid having to think about it. But once I saw the notices appearing out of nowhere on the streets, signaling that the wedding was confirmed, I didn't feel reassured at all. Instead, I felt a great sense of regret. Dann ist es vielleicht keine gute Idee. I keep thinking back to what Sir Kamisato said. This is supposed to be my bright and beautiful future. But what if it's not? Je wichtiger eine Sache ist, desto weniger impulsiv sollte sie sein. I can happily accept that if someone was trying to take advantage of my marriage, I should absolutely refuse to go through with it. But that's not the answer I'm looking for. And also, now that things have escalated to this point, it will be tricky to resolve. Ist halt scheiße, ja. Ah, Lady Hiragi, here you are. You scared me for a second. I thought you'd gone missing. Ja. You. Wait, you're the ones who were with the Yashiro Commissioner that day. What do you think you're doing here? Are you trying to convince Lady Hiragi to leave? Über die Schulter geschmissen, natürlich. Calm down. They're my friends. They're just here to visit me. Friends? Are you sure? Just friends? Lady Hiragi, I told you already, these are exceptional circumstances. You need to be more vigilant in everything you do. You are extremely important to us,
and to the entire Konjo Commission. Ach, auf einmal. Who's to say they don't have a hidden agenda? If you want to accuse us of trying to abduct her, just come out and say it. Was anfangs noch anständig war, ist völlig verschwunden. Don't be rude. You've been very highly strung lately, seeing everything as a threat. Tja. Hörst du nicht mehr auf das Fräulein? Listen to me. I know all the ins and outs of everything that's happened so far. Her arrival might well be your very last chance to fix this. The present state of affairs in Rito shows me that the situation has escalated well past the point where you could hope to control it. This is not an order. All I need you to do is give me an explanation and take responsibility for the situation. Jawohl, gib's ihm. Understood, my lady. I shall discuss with the others right away. Good job, Chisato. I was so nervous. But I thought things are now so critical that I should at least give it a try. And it worked remarkably well. Perfekt. So ist es also, wenn man das Wort hat. Yes. Well, let's wait and see what happens. I hope they provide a satisfactory response. Und sah abgemagert aus nach kurzer Zeit. In all honesty, no one can handle the weight of the situation here. Everyone is besides themselves with worry. It'll drive us mad if it continues any longer. I'm so sorry. My actions were radical and duplicitous. I was selfish and ignored the greater good. And then I left the situation to fester. Okay, das ist mir jetzt zu einfach. Would you please give us a second chance? For my lady's sake, please give the Konjo Commission another chance. Kamisato Ayato entscheidet das. I suppose you're right. The only person who can change the Tenryou Commission's mind will be the Yashiro Commissioner. We'll head off to the Kamisato estate shortly and beseech him to help us with the utmost sincerity. Lady Hiragi, might I ask you to join us? You are the most important person. Without you, we have no other way. Muss man jetzt nicht groß drüber nachdenken, oder? Wir kriegen Urgestein. Das ist das Wichtigste. Ich habe den Faden verloren. Also aus irgendeinem Grund sieht er jetzt ein, dass das alles blöd war. Und keine Ahnung, lässt die Hochzeit zu, was die Sache dann nicht aushöhlt, den Clan, oder wie, oder was? Weil sie jetzt doch was zu melden hat? By the way, aren't you a good friend of the Yashiro Commissioner? Nö. Please put in some good words for me. Nö. So, wir sind in der Yashiro-Verwaltung. Die Yashiro-Verwaltung gehört also zu Ayaka und Ayato. Merken wir uns das. Die haben jetzt da ihre Leute geschickt, um die Chisato ganz doll wichtig zu machen. Okay. Nehmen wir jetzt so hin. Yashiro Commissioner, I'm sure you've heard the news. The Tenryou Commission has now occupied Rito, refusing to leave until we hand Lady Hiragi over to them. Er ist Yashiro und die Leute, die da sind, sind jetzt die von der Tenryou-Verwaltung. Aber wieso macht Ihnen das denn jetzt Sorgen? Die soll doch dahin, oder nicht? I realize I have greatly offended you with my atrocious actions. And I realize also that this must sound like the very height of absurdity. But please, alles total absurd. Have mercy, good sir. I'm sorry, Mr. Matsura. I'm exceptionally busy and have but a moment to spare before my next engagement. I fear this leaves no time for small talk. So, please,
If you would be so kind, get straight to the point. I know our apology means nothing to you, but we really have nothing else left to offer by this point. I'm terribly sorry. Everyone in the entire Kanjo Commission now realizes the gravity of this situation. Lady Hiragi is indispensable to us. We promise to always support her. Weil jetzt die Tenryo-Leute da alle sind, um sie abzuholen? Aber vorher wollten die doch das... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Falls irgendjemand weiß, was hier abgeht, darf das gerne in den Chat oder später hier auf YouTube in die Kommentare schreiben. Ich verstehe es nicht. So, would it be at all possible for you to talk to Sir Kujo once more? On our behalf? You make it sound so easy. The Tri-Commission will be ridiculed by the public if we choose to withdraw the notices now and eat our words. What do you plan to do about this? To lose face for the Tri-Commission is to bring shame to Her Excellency. Are you and your associates ready to face the thunderous wrath of the almighty Shogun? We'll take full responsibility. We'll publish a new notice and hold a conference to explain the situation. We will make sure that the public knows this was all a huge misunderstanding. We'll do everything we can to minimize the impact. Master Matsura, you should have known it would come to this. But the Tri-Commission must always put the interests of Inazuma first, regardless of what Sir Kujo and I may feel at this present moment. If the situation in Rito is left to fester any further, things may get out of control. But Lady Hiragi and the inhabitants of Rito are innocent. If we fail to contain the situation promptly, the rumor mill will wreak havoc on the Tri-Commission's reputation. Try keeping a pet bird. You'll see what I mean. Songbirds who know how to hold a tune can be very pleasant to listen to. Jetzt fang nicht schon But wieder they von can also Vögeln become an. irritating if they don't know when to stop. And as for the ones with excessively long tongues, well, they're so insufferable that they can't be kept as pets at all. But it doesn't take a moment to cut out their tongues and silence them for good. Du hast eine leicht sadistische Ader, oder? Yes, I understand. I've listened to your concerns, and I'll talk to Sir Kujo for you. But I can't guarantee that he will change his mind. I understand. Thank you for your help, Yashiro Commissioner. All right, you ought to return now. I'm sure you have a sizable mess to deal with back in the Kanjo Commission. Okay, then please excuse me. Thank you once again, Commissioner. Ah, yes, Lady Hiragi. I have something to tell you. Would you mind? Oh? Why, of course. Du kannst ja mich heiraten, hahaha. Sir Kamisato, you became a completely different person just now. It felt so intense. Unruly servants like him need to be severely reprimanded. As a commissioner, the almighty Shogun trusts me to do her will. But now, I'd like to take off my commissioner hat and share a personal story with you. Oh, please. I'd love to hear it. You must have heard that the Kamisato clan once went through an extremely difficult period. My father worked incredibly hard to compensate for the grave errors made by the Kamisato clan long ago and restore our reputation. The work took a toll on his health and ultimately led to his untimely demise. My mother loved him dearly. She passed soon after. This sudden turn of events dealt a heavy blow to the Yashiro Commission. Behind the scenes, things became very unstable. Everyone thought that the Kamisato clan had lost power. That made my sister and me nothing but burdens, hindering the ambitions of others. It may sound preposterous now, but I assure you that is the truth of what the Yashiro Commission has been through. Huh. Pretty similar to how the Kanjo Commission is now. Back then, I had no choice but to accept the position I was in. While I desperately looked around for powerful supporters, I endured smear campaigns and attempts to exploit me. I had no other choice. I had to honor my parents' dying wishes, and I also had a young sister to take care of. I didn't mind what became of me, but my family.
No one can ever be allowed to trample over my precious family. Fortunately, I persisted, and the Kamisato clan was able to survive this storm. I think I now know where my sense of loss and confusion was coming from. So, wie geht das jetzt am Ende aus? Jetzt bin ich mal gespannt. Shinojo once told me that he saw what was in me in a way that no one else did. That's why he couldn't bear to see me live the rest of my life depending on someone else. I thought the reason I felt unsettled was because of uncertainty over getting married. But the fact is, it's because I felt too young and inexperienced to handle the situation facing me. The reason why Sir Kujo was able to face the prospect of marriage so confidently is because he's prepared for anything. That's it. The situation I'm facing now is the same one he faced back then. When his clan was in crisis, he bravely drew his blade and challenged the almighty shogun. And now, it is time for me to make a stand and become my own person. Stimmt, da war was. Der ist ja gegen Shogun Raiden angetreten. Well said. I'm sure once you have grown and gained confidence, your father will be able to let go and allow you to decide how you want to live the rest of your life. Ach so, das heißt, sie wollen es jetzt so machen, dass sie warten, bis der wieder aus dem Gefängnis kommt, oder wie? It might not sound exciting, but this kind of personal growth is a necessary step in the pursuit of true happiness. Also er muss wieder rauskommen aus dem Gefängnis und ihr die Hochzeit erlauben, oder wie? And I'm sure I can get there. I will use this as an opportunity to take over the responsibilities of the Hiragi clan. I'll think about marriage again after everything is more settled. Okay, sie räumt erstmal auf, dann This wird puts less geheiratet. pressure on Kamaji and means I can support and protect myself without having to worry about becoming a burden or dependent on someone else. My best wishes to both of you were and remain heartfelt. When the time comes for the wedding to go ahead, I will come to congratulate you once more. Okay, erstmal keine Hochzeit. Thank you, Sir Kamisato. I am grateful for everything you have shared with me. Now, if you'll excuse me, I have a lot to deal with back home. Take care, Lady Hiragi. I'm confident that on your return, you will find your Kanjo Commission associates most receptive to your instruction. Yes, in fact, my recent experience suggests the same. Thank you once again. Ich verstehe immer noch nicht hundertprozentig, wie es dazu jetzt gekommen ist, aber wir nehmen das jetzt einfach so hin. Keine Hochzeit. Gut. Jetzt bin ich enttäuscht, weil es wird keine Hochzeitszwischensequenz geben. Ich habe das Gefühl, dass sie diese Eigentümlichkeit hat. Was? Eine Eigentümlichkeit wie die von Kamaji. Ja. Hats off to you too, sir. Everyone thought there was no way out until you pulled that super smart strategy out of nowhere. In fact, counter-checking is a perfectly common maneuver in the game of chess. Our rival this time was easy to deal with. He was smart, but short-sighted, and sloppy in his execution. This outcome is entirely within my expectation. Even so, Paimon could never come up with a plan that cunning in a whole lifetime. Anyway, it's kind of a relief to see that Chisato has decided to set the Hiragi clan straight. I agree. Stability in Inazuma benefits me as well. I wasn't about to pass up an opportunity to make less trouble for myself. Du willst nicht nur Chisato helfen? Well, the fact is that I am first and foremost the Yashiro Commissioner. Perhaps for Master Matsura, power is his life's pursuit. But for me, nothing matters more than the stability of Inazuma. A stable nation is the prerequisite for a stable Yashiro Commission. Only then can the Kamisato clan and the other Yashiro Commission clans have a peaceful existence. But human desire will always be a factor in the equation. This is not the first situation of its kind, nor will it be the last. Ja, klar. All I have tried to do is make sure the three parties to the Tri-Commission serve to restrain each other. Stasis is not the only form of stability. A balance of power leaving no room for maneuver achieves the same end. Gegenseitige Beschränkungen. Another positive outcome is that everyone recognizes how important Lady Hiragi is now. I think I did her a sizable favor in that regard. Wenn du das Dealing with sagst. the Hiragi clan will be much easier for her than navigating a new and unfamiliar one. There were so many things at play over this one wedding. Wait a second.
You weren't trying to stop the wedding from the very beginning, were you? Sag ich doch, der hat sie absichtlich verunsichert, ganz am Anfang. I thought straight away it was bad timing. Nevertheless, everything I said to Hiragi Chisato was entirely sincere. If you choose to give up your stance on something once, you'll be having to compromise for the rest of your life. I didn't want to see her suffer because she didn't realize what she was getting into. Now, she has the chance to become her own person. Okay then, guess we'll have to wait and see. Okay, bis zum nächsten Mal. All right. Keine Zwischensequenz. Farewell, and profuse thanks to you both. I shall have to host you at the Kamisato estate when my sister is next available. Okay. Looks like everything's resolved. Masterfully done. Everything was perfect. Well, except for one minor detail. I somehow ended up with a glass of very peculiar tasting milk. Dann war sie wohl schlecht. Didn't you like it? I distinctly remember you saying you are quite partial to exotic flavors. Welche Sorte hast du denn jetzt ausgewählt? Oh, my lord. The Traveler had one of those as well. I'm sure she's made a great impression on you. The Traveler did indeed play a critical role in this case. I'm sure both families would have been more guarded against me had she and her companion not been present. Der hat uns ausgenutzt. It wouldn't have been so easy to get to the heart of the matter. There you go again, my lord. Placing the focus on other people while discreetly performing your job to perfection. Naturally. Ah, yes. Now that we're both free, let's finish off that game of chess we started a few days ago. Okay. Das war's jetzt quasi. Keine Zwischensequenz am Ende? Jetzt bin ich aber doch ein bisschen enttäuscht. Also, ich bin schon enttäuscht, weil es keine Hochzeit gab. Aber jetzt bin ich enttäuscht, dass es nicht mal eine Zwischensequenz gab. Oder kommt noch was? Wahrscheinlich nicht, ne? Na? Flupp. Nee. Hatten für beides keine Lust zu animieren. Ja, anscheinend. Sonst gab es meistens bei den Legendenaufträgen am Ende noch eine schöne Zwischensequenz. Ja gut, wir hatten am Anfang eine kleine. Aber nur eine ganz kleine. So, wie viel Urgestein haben wir denn jetzt zusammen? Immerhin, Belohnungen. So, jetzt gucken wir mal hier. 1393? Echt? Nur? Das heißt, wir brauchen noch 210. Die konnten wohl keinen Vogel fangen und ihm die Zunge rauszureißen. Oh Mann, hör mir auf damit. Was ist das für ein Gleichnis? Was für ein bescheuertes Gleichnis. Ich wette, auf Chinesisch ergibt das alles total Sinn, aber mit dieser Übersetzung ist es einfach nur eklig. So, wie viel kriegen wir jetzt pro Fotoalbeneintrag? 30, ne? 30. Das heißt, wir könnten 7 Einträge machen und würden 210 Urgestein zusammenkriegen. Das wäre eine Möglichkeit. Dann kriegen wir noch Urgestein hier für den Probelauf von Venti. Ja, machen wir. Der geht ja schnell. Und dann haben wir nämlich dafür auch das Urgestein. Ich würde schon gerne heute noch mal ziehen. Oder ich muss mal gucken, ob wir noch im Shop ein Gebet kaufen können. Aber ich glaube nicht. Ich habe schon alles ausgegeben. Ja, gute Nacht, Captain Fluffy. Schlaf schön. Dann sehen wir uns vielleicht am Donnerstag wieder. Pokémon-Legenden-Stream. So, jetzt habe ich gar nicht gelesen, was er kann. Aber das wird schon. Come a little closer. You've been a naughty boy. Peng. Think you can get away? It's the fire! You're toast!
Venti ist halt gut für den Abgrund, für den gewundenen Abgrund. Weil der die mit seiner Spezialfähigkeit halt alle zusammenzieht. Und dann kann man sie schön kaputt machen. Das ist praktisch. You're in for a little shock. Think you can get away? Ja gut, ein Try not to enjoy this too much. Feuerlimiter bringt da vielleicht nicht viel. Booba, get them! Der stört sich nicht an Feuerattacken. Blitz. Time for takeoff. How rude! Aua! Ist doch nicht hier. Nice and spicy. So. Come a little closer. Oh no. I'm gonna really... Passt schon. Wir versuchen zuzuschauen. Wunderbar. Dankeschön. So, jetzt haben wir da das Urgestein. Also wir können jetzt von den Fotos noch sammeln. Ich glaube, da kriegen wir am schnellsten das Urgestein zusammen. Für Dailies, glaube ich, kriegen wir jetzt... Für Dailies würden wir 60 zusammenkriegen. Und ich glaube, das dauert einfach länger dann, als einfach die Fotos zu machen. Gucken wir mal, ob ich nicht hier noch was kaufen kann. So. Na? So, wir sind doch schon nah dran. Gucken wir mal beim Händler, ob da noch was geht. So, mit Sternenstaub. Ich habe nur nicht die nötige Menge Sternenstaub. Nee, leider nicht. Leider nicht. Also, Fotos. Wir machen Fotos. So. Aber das sollte ja schnell gehen. Gut, das Reisen dauert halt immer ziemlich lang. Weil die Ladezeit zu lang ist. Aber gut. Schauen wir mal. Ich möchte Venti haben. Am besten noch heute. Ich den soweit habe, vergehen noch Jahre, aber gut. Ich habe festgestellt, es gibt im Netz tatsächlich Webseiten, wo man sich ausrechnen kann, wie lange man braucht, um eine bestimmte Truppe an Waffen und Charakteren hochzuleveln. Wie viele Tage das braucht. Und ich glaube, ich bin bei dem, was ich bisher geplant habe, schon bei einem Jahr. Gut, das wird ein bisschen beschleunigt hier durch Events und so weiter und so fort, aber da kriegt man schon mal ein realistisches Bild, wie lange sowas tatsächlich dauert in diesem Spiel. Sehr spannend. Ich weiß nur nicht mehr. Ich habe mir die Adresse irgendwo aufgeschrieben. Ist eigentlich ganz praktisch, um das zu planen. Wo ist jetzt das Fotodingsi? So. Irgendwo in der Richtung. Ach, da oben. Machen wir noch die Hirlichhöhle weg. Ich brauche eh Material von den Hirlichhöhlen. Und dann... Ah, treffen wäre gut. So viel zu meinem Plan. Da ist ja sogar noch eine Truhe. Mensch. Mensch. Das kam unerwartet. So. Oh, ich habe den Namen Fisch erwischt. Sehr gut. Bolzenspitzen brauche ich ganz viele. Fehlen mir. Überall.
Bei allem Möglichen. So, was haben wir denn hier? Es ist jetzt vor allem Regen. Von 11 bis 12 oder von 18 bis 24? Möchtest du noch was farmen? Nee, ich werde jetzt wahrscheinlich das Urgestein sammeln und dann ist ja auch schon spät genug. Also farmen werde ich heute nicht mehr groß. So. Also was brauchen wir? Moment. 11 bis 12, Gesicht zur Kamera, 2 Fotopunkte. Okay. So. Da muss ich natürlich die Kamera ausstatten. Muss ich eigentlich diese Kamera nehmen oder kann ich auch den besonderen Fotoapparat nehmen? Nur ein Weg, das rauszufinden eigentlich. So. I created another universe. Was ist daran jetzt Besonderes, dass wir so einen bräunlichen Rahmen haben? Vielleicht. And founded paradise for I, Zählt anscheinend. and the Prinzessin der Ist egal, welchen Fotoapparat wir nehmen. Foto zählt. So. Ah, und vor allem gibt es viel Mora. Ich bin ja schon wieder komplett out of Mora. Fotografiere den Drachengrat. Zwischen 11 und 14 Uhr. Die Figur soll zum Drachengrat gucken. Ja gut, kriegen wir hin. Von wo am besten? Vielleicht von hier? Wie nehmen wir denn? Chongyun vielleicht? Oder Jula. Wir nehmen Jula. I'll scout ahead. Jula ist tot. Hm. Das ist natürlich ungünstig. So, wir sind eigentlich... Ist das direkt hier oben? Ich sehe nichts. Weiter oben, sagt er. Also, da. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. So eine Kraxeltruhe. So, Jula. Wir müssen in die Richtung gucken. Ey, du hättest ruhig so... Das Bild hätte ruhig so nah dran bleiben können. Können wir ranzoomen? Ich habe den ersten C6 5-Sterne-Charakter, und zwar Jean. Ja, Jean kriegt man irgendwie relativ leicht, ne? Also, relativ. Jean habe ich, glaube ich, auf C1 jetzt. Aber ich habe sonst... Das ist auch das Höchste, was ich bei 5-Sterne-Charakteren habe, glaube ich. C1. Ja. Also ich habe Jean nur auf C1. So, ich würde jetzt gerne näher ranzoomen. Kann ich auch ein Foto hier mitmachen? Dass ich ein bisschen näher ranzoomen kann? Oder zählt das nicht? Ich fand das eigentlich ziemlich cool, dass wir so ein bisschen so... So finde ich es eigentlich cool. Warte, noch so ein bisschen goldener Schnitt mäßig und so. Zack. Zählt wahrscheinlich nicht. Nee. Muss ich mit dieser doofen Kamera machen. Ah, aber jetzt bin ich näher ran. Nein! Naja, sieht nicht ansatzweise so gut aus wie mein anderes Foto, aber ist ja auch jetzt
Wumpe. So. Nein, 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 ich will kein Foto mehr machen. So, alles gut. Nächstes. Die Gruft habe ich noch nicht angefangen, nee. Da gibt es auch keine Quest zu, oder? Das ist einfach nur weitere Erkundung, oder? Ich habe jetzt erstmal den Ayato angefangen, weil für das nächste Event gibt es da ein bisschen extra Content, wenn man den schon gemacht hat. Deswegen habe ich schon mal ein bisschen vorbereitet. So, wo geht's jetzt? Oh, bei Wolfenlauf. Okay. Hauptquest und Weltquest. Ah, okay. Den Archontenauftrag dann. Das ergibt Sinn. Nee, das mache ich dann nächste Woche wahrscheinlich. Nächste Woche gibt es dann dieses Event, wo ich hier extra den Ayato schon mal für vorbereiten wollte. Und dann mal gucken, ob ich dann noch Zeit für den Archontenauftrag habe. Ich muss auch mal gucken, wann ich nächste Woche streame. Ich überlege, ob ich nicht vielleicht erst Mittwoch streame. Weil ich glaube, dann ist bei diesem Event schon alles freigeschaltet. Das geht nämlich in 2 Tagen los. Und wäre natürlich cool, wenn wir dann alles haben. So. Wolfenlauf. Da wird gelabert. Eieiei. Ganz viel bedeutungsschwangeres Zeug nehme ich an. Wieso ist Teleportation nicht möglich? Weil ich immer noch an diesem Fotopunkt bin. So. Ah! Direkt hin teleportieren kann ich nicht, ne? Nee. Wäre zu schön. Ich habe es nie ausprobiert. Das wäre lustig gewesen, jetzt, wenn es tatsächlich ginge. So. Na, bin ich richtig? Ja, hier müsste es gehen. So, wenn ich den Baum da hole, kriege ich noch ein paar Hirlichole. Ja, ich brauche Material. One with my blade. No, my sword. Submit for judgment. So, auch mal schön. Oh, das fand ich schlecht. Seltene Maske. Oh, hätte ruhig noch ein bisschen mehr sein können, aber gut. Kommen wir mit zurecht. Das wird ein bisschen knapp. Zack. Na doch, passt. Alles gut. So, wir müssen jetzt hier runter direkt, ne? Das war ja wirklich direkt in der Arena. Solange wir nicht aus Versehen den Wolf aktivieren. Ist alles gut. Nehmen wir noch ein bisschen Wolfshaken mit. So. Da hinten. So, was müssen wir denn hier machen? Auslösen der Elektrospezialfähigkeiten. Na, da sollten wir Fischl nehmen. So, Moment. So.
gefällt mir nicht. So, vielleicht. Nee. Nee. Nee, Mist. Zählt das nicht? Midnight Phantasmagoria. Zählt das? Ja. Das hat gezählt. Okay. Wenn's zählt, dann zählt's. So, wie viel noch? Mist, noch einige. Vier, ne? So. Ach, bei dem Dorf, ja. Beim Qingce-Dorf. Wenigstens kriegen wir angezeigt, wo wir fotografieren müssen. Es wäre ein bisschen anstrengend, wenn wir auch noch immer den Platz suchen müssten. So, jetzt würde ich gerne dahin teleportieren. So geht es ja. Halbwegs. Kann man noch ein bisschen mit den Fotos spielen? Ja. Gut, dadurch, dass das Event jetzt schon ein bisschen läuft, kann ich jetzt sehr viel auf einmal machen. Aber da beschweren wir uns ja nicht. Wie gesagt, ich brauche dringend einen Lora. My dear familiar. Ozzy, what's gotten into you? Her Majesty beseeches you to unfurl your blessed wings, and with them blot out the heavens, plunging the world into eternal night. If you didn't bring your parasol with you, that's your own fault, mein Wusstest du, Fräulein. dass du beim Gebetbildschirm sehen kannst, wenn demnächst ein goldener Karrer oder eine Waffe kriegst? Ich kann schauen, wie die Historie ist, ja, den Verlauf hier. Anhand dessen kann ich es mir ja ausrechnen. Meinst du das? Oder gibt es noch was anderes? Hier hat man ja quasi den Verlauf. Meintest du das? Oder sieht man es noch hier irgendwie im Screen? So, was brauchen wir? 6 bis 18 Uhr, Ausführen der Warteanimation. Ach Gottchen. Dann darfst du mal ran. 6 bis 18 Uhr. Seit dem Patch hast du oben links ein Wish-Icon. Wenn der leuchtet, ist es sehr wahrscheinlich das, was kommt. Aha! Moment. Can't decide whether Pyrosigns. Oben links bei Gebet die Sternchen. Oder wie? Die waren doch schon vorher da, oder? So, Ausführen der Warteanimation. Gut. Dann warten wir jetzt. Drei Fotopunkte brauche ich auch. So, jetzt. Nee, zählt nicht. Jetzt. Okay. Schön. Zählt. Oben bei Gebet. Okay. Dann ist es anscheinend noch nicht so wahrscheinlich, dass noch was kommt. Schade. Next one. 3 Fotopunkte. Die Figur trägt einen Katalysator. Die Figur soll in die Kamera sehen. Fotografiere den Moment, in dem die Figur einen heftigen Schlag ausführt. Okay. Wird ein bisschen schwierig, glaube ich. Da verknote ich mir hier den Daumen. Aber wir gucken mal.
ist okay. So, ist das jetzt eher oben? Wahrscheinlich eher weiter oben, ne? Was soll denn das sein? Ach, da, ich sehe es. Mhm. So, was brauchen wir? Die 3 Fotopunkte natürlich. Katalysator als Waffe. Okay, dann nehmen wir doch mal dieser. Wen könnte man noch nehmen? Kokumi. Ich könnte auch Kokumi nehmen. Nee, nehmen wir Lisa. Here, let me help you. Und die muss einen heftigen Schlag ausführen. Gesicht zur Kamera. 3 Fotopunkte. In welche Richtung müssen wir gucken? Moment, wir haben es gleich. Nee. So ein bisschen ins Tal rein. Ah, da haben wir 2. Wo ist der dritte? Ah, da. Gesicht zur Kamera. Und einen heftigen Schlag aus. Das war doch nicht schlecht. Sieht doch gar nicht so übel aus. So, einen müssen wir noch, ne? Ist schon irgendwie spaßig. So. In der Nähe von Lee 2 Fotopunkte. Katalysatornutzer. Diese Figur soll in die Kamera. Ein Standardangriff. Okay. Jetzt nehmen wir Kokumi, würde ich sagen. Einfach weil, damit wir schön viele Fotos haben. Nee, Sucrose hatten wir ja schon. Saccharose. So, You'll need a strategy. So, jetzt müssen wir erstmal hier runter. So, 2 Fotopunkte. Wo waren sie jetzt? Wir hatten es doch gerade. 1 Fotopunkt, 2 Fotopunkt. Gesicht zur Kamera und Ausführen des Standardangriffs. Ach, da ist der andere. Okay. Jetzt ist hier aber ziemlich viel. So ist besser. Das ist irgendwie cool. Okay. So, jetzt müsste es reichen, oder? Jetzt müssen wir alles haben. 2 fehlen noch. Vielleicht machen wir die auch einfach noch. Ah, einen müssen wir sowieso noch machen. Oder? Wurde der einfach nur noch nicht gut geschrieben? Nee, anscheinend müssen wir noch einen machen. Ja, dann machen wir die restlichen 2 auch noch hier. Komm, was soll der Geiz? Was soll der Geiz? So.
Fotopunkte. Die Figur soll eine Lie-Figur sein. In die Kamera gucken. Ein Standardangriff. Dann nehmen wir doch Zhongli. Nehmen wir Zhongli. Ach Gott, da müssen wir hochklettern, was? Oder nee, wir nehmen hier den Teleportpunkt. Zhongli passt hier gut. Lieber nochmal austauschen. Wer weiß, was einem begegnet. Könnt schon mal Zhongli reinpacken. Das passt dann schon. A walk would be nice. Da hinten auf dem Felsen oder? Nee, weiter runter. Weiter runter. Nee, doch, da auf dem Felsen. So. Ich hatte jetzt auch noch gar keinen von den Jungs, ne? Fotografiert. So. 2 Fotopunkte. 1 Fotopunkt, 2 Fotopunkte. Qixing nehmen wir noch mit. Ausführen eines Standardangriffs. Okay, nicht schlecht. Cool. Und jetzt machen wir das letzte auch noch. Jetzt machen wir auch das letzte noch. Was wir eh alle machen müssen. Okay. So. Wo ist das? Moment, ich möchte gerne nochmal zurück. Jetzt machen wir den letzten Schnappschuss. Ach Mann, ich wollte es doch lesen. Ich klicke es schon wieder an. Es ist spät. Konzentration. Passé. So. So, was haben wir hier? Den Juyun-Cast. 3 Fotopunkte. Spät nachmittags. Figur soll in die Kamera sein. Eine Warteanimation. Welche Figur mit Warteanimation nehmen wir denn da? Hey, ich sagte, einen von den Jungs brauchen wir. Vielleicht nehmen wir einfach Qingce. Just sharpen my spear. Okay, hier und dann wahrscheinlich hier rüber zu den Bäumen. Oh, die Pepperoni nehmen wir mit. Da sind die... Ah ja, die Fotopunkte. Okay. (16 bis 18 Uhr). Jetzt haben die hier echt den Winkel wieder geändert. So. Da war doch schon die Warteanimation. Jo. So schnell kann es gehen. Noch ein bisschen looten hier. Zack. Zack. Und dann sind wir hier durch. Sehr schön. Zumindest für heute. Morgen kommen noch welche und übermorgen. Die streame ich dann halt nicht. Ich denke, da wird auch nichts mehr hinterher kommen. Und beim nächsten Mal machen wir schon das nächste Event. So, jetzt haben wir aber genug. Jetzt ziehen wir einmal 10 Mal. Gut, die Wahrscheinlichkeit scheint dann laut PJs Infos nicht so hoch zu sein. Aber ich habe schon bei den letzten Bannern so viel gezogen und kein Glück gehabt. So, ich möchte Venti ziehen. Nicht Ayato, ich möchte Venti haben. So. Habe ich euch ja schon gesagt, weil er die Fähigkeit hat, die Gegner so schön auf einen Fleck zu ziehen. Da kann man gut mitarbeiten. So.
10 Gebete. Alle die Daumen drücken. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit nicht hoch ist. Und ab dafür. Controller fällt. Nur lila. Wäre auch zu schön gewesen. Eine Saccharose. Ja, warum auch? Die ist auch nicht schlecht. Ich glaube, da habe ich... Ich habe die bisher noch erst auf 10.0. Also noch gar nicht. Oh, 2 Saccharoses. Oh. Ich sollte drüber nachdenken, sie stattdessen zu nehmen. Oh. Ich werde aber heute... Oh. Das ist aber immerhin ein Trost. Die kann auch Gegner ziehen. Ja, die Sucrose, genau. Also das ist, guck mal hier. 3, 4 Sterne-Charaktere in einer Ziehung. Das ist gar nicht schlecht. Das war jetzt gar nicht so übel. Das war jetzt gar nicht so übel. So. Dann gucken wir mal. Die hatte ich nämlich auch schon mal so ein bisschen geplant gehabt, aber dann wieder verworfen. So. Ja, ich hatte sie erst auf C0. Jetzt gleich auf C2. So, ermöglicht eine weitere Anwendung von Windseelenschaffung. Aha. Whatever. So, und verlängert die Wirkungsdauer von verbotene Windseelenschaffung. Mhm. Sollte ich in Erwägung ziehen, die weiter zu leveln. Habe ich jetzt im Moment, ich habe mir tatsächlich eine Liste geschrieben von Charakteren, die ich leveln will und wie ich sie leveln will. Eine sehr umfangreiche Liste, an der ich habe ja gesagt, ich habe es mal ausgerechnet, mindestens ein Jahr arbeiten werde. Ohne Events natürlich. Da gehört sie noch nicht dazu. Aber wenn ich keinen Venti kriege, ist das natürlich zumindest ein netter Ersatz. So, du hast auch noch kein Sternbild. Verkürzt die Abklingzeit von Wolkenöffnung. Wenn du auf Gebet oben links der Stern auch kleine Sterne zeigt, dann kriegst du 5 Sterne und wenn es leuchtet, den Bannerkara. War auf jeden Fall bei mir so. Okay, gucken wir mal jetzt, was es jetzt anzeigt. Weil ich habe jetzt wirklich die letzten Banner nicht viel Glück gehabt bei den 5-Sterne-Charakteren. Okay, der letzte, den ich gezogen habe, war Albedo. So, guck mal, jetzt zeigt er natürlich kleine Sterne dazu. Aber meinst du, das ist nicht nur ein Gerücht? Klingt irgendwie so ein bisschen nach Gerücht. Aber es glitzert nichts. Schauen wir mal in den Verlauf. Wann war denn das letzte Mal, dass ich einen 5-Sterne-Charakter hatte? So. So, da hatte ich ein Opferschwert. Da hatte ich Bennett. Opferbogen war auch ganz nett. Hier hatte ich noch eine Fischel. Das ist Opferschwert. Da hatte ich noch einen Zhongli. Genau, ich hatte ja noch einen Zhongli. Hatte ich nicht danach noch einen Albedo? So, ich bin jetzt hier auf Seite 9. Ich kriege auf jeder Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, ich bin jetzt 6 mal 8 bei 48 Ziehungen. Und wie war das bei 90 oder so? Ne, oder bei 80? Ich glaube, bei 80 oder so kriegt man sicher 5 Sterne, oder? Also ich habe jetzt 8 Seiten, 6 Einträge. 48. Müsste ich dann noch. Müsste ich jetzt haben. Wobei, ich hatte auch ein paar. Ich habe in der letzten 40 Ziehungen 2-mal Jean, einmal Chichi und Ayato. Boah, nicht schlecht. Ich hatte aber auch tatsächlich bei Zhongli und davor Albedo und so relativ viel Glück gehabt. Jetzt ist das wohl aufgebraucht. Also jetzt ist ziemlich lange nichts mehr gekommen.
Und es sind auch nicht ganz die 48, weil ich auch noch das Standardgebet zwischendurch immer mal wieder hatte. Aber bei 80 war, oder? Habe ich das falsch im Kopf? Ich weiß nicht mehr. Bei wie viel Ziehungen hat man sicher eine 5 Sterne? Bei 80 oder so, ne? Oder 90? Ich weiß es nicht mehr. Ich müsste es jetzt nochmal nachschauen. Ich habe mich da auch irgendwie nie so wirklich drum gekümmert. Wenn es kommt, dann kommt's. Naja. War jetzt nicht schlecht. Sacrose ist zumindest ein Ersatz irgendwie. Mit der kann man auf jeden Fall was anfangen. Hatte ich allerdings bisher nicht auf meinem Trainingsplan. So wirklich. Muss ich mir mal überlegen, ob ich mit ihr dann was anstelle, wenn das schon so ganz nett gelaufen ist. Ja, und Yunjin ist auch in manchen Teamkombinationen dabei, aber die habe ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm momentan. Wer ein bisschen weiter nach vorne gerückt ist, ist auch hier Rosaria. Die ist auch in vielen Teamkombos dabei, gerade mit Yula auch zusammen zum Beispiel oder mit Chongyun. Muss ich mir auch nochmal überlegen. Aber da habe ich ja auch noch nichts gemacht. 90 Ziehungen sind es. Okay, 90. Dann ist noch ein bisschen. Es gibt ein 4-Sterne-Team Abgrund, das locker 12-3 schafft. Aha. Welche Characters sind da so drin? Also im Moment bin ich noch dabei, hier mein Yula-Team aufzuwerten. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, immer wenn ich denke, ich habe jetzt die richtigen Artefakte zusammen, kommt irgendwie eine neue Empfehlung. Sacrose, Qingce, Fischl und Baidu. Okay. Ja gut, da hast du die Überladung standardmäßig dabei und Sacrose verstärkt das. Hätte ich zumindest alle im Training schon. Baidu auch. Fehlt nur noch Sacrose eigentlich. Qingce ist sowieso schon relativ stark. Fischl bei mir auch. Baidu bin ich gerade dabei. Müsste ich noch Sacrose hochziehen. Wäre auch eine Möglichkeit. Also im Moment bin ich bei Yula, Diona, Baidu und Bennett. Wobei ich jetzt gelesen habe. Hier wartet das. Wobei ich jetzt gelesen habe, dass die Elementarreaktionen mit Bennett vielleicht nicht so wünschenswert sind in Kombination mit Yula. Ich habe jetzt vergessen, warum das so war. Ja. Und alle braucht man nur zwischen 70 und 80. Da müsste ich eigentlich nur noch Sacrose hochziehen. Ja gut, noch anständige Artefakte dafür sammeln, ne? Das ist noch das Aufwendigste, finde ich. Ja, ansonsten hier. Hier wollte ich eigentlich gerne Xiao oder Venti drin haben. Venti vielleicht. Aber dein Vorschlag ist natürlich interessant. Wenn der das schafft, dann müsste ich nur noch Sacrose hochziehen. Und hätte schon mal die wichtigsten Charaktere ansonsten zusammen. Ja, muss ich mir mal überlegen. Das Problem ist, ich überlege es mir ständig neu und fange neu an, irgendwelche hochzuziehen und kriege keine Truppe wirklich fertig. Das ist im Moment ein bisschen mein Problem und ich habe ja sowieso nur begrenzte Zeit, weil ich nicht mehr zwischen den Streams so regelmäßig spiele, weil ich ja auch mal andere Spiele spielen will. Naja gut, ich würde sagen, es reicht für heute, ist schon spät genug. Nächster Stream ist am Donnerstag, 20:30 Uhr, da spielen wir noch mal ein bisschen Pokémon Legenden. Ansonsten, falls ihr bisher Pokémon Legenden verpasst habt, ich habe es ja vorhin gesagt, guckt ihr einfach auf meinen YouTube-Kanal, der ist auch hier in der Info verlinkt. Und ansonsten könnt ihr sehr gerne hier auf Twitch in meinen Zeitplan gucken, da steht dann, wann meine Streams so stattfinden für die nächste Woche. Der wird dann so spätestens Montag immer aktualisiert für die nächste Woche. Oder ihr schaut in meinen Discord-Channel. So viel zur Werbung. So, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schlaft gut, wacht erholt auf, habt einen tollen Tag morgen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann am Donnerstag wieder. Bis dann, meine Lieben. Schön, dass ihr dabei wart.
Ciao, ciao.